Hallo zusammen, wie geht's, wie steht's, Kinas? Ich bin Raz, wir sind zurück, Stream läuft, wir sind ein bisschen früher dran als üblich. Ich wollte eigentlich noch was machen, aber hab mir gedacht, weißt du was, scheiß drauf. Scheiß drauf, wir streamen. Denn ich habe gelesen, Alan Wake American Nightmare soll nicht allzu lang sein. Vielleicht kriegen wir das in einem Stream durch, wenn wir früh genug starten. Also ich habe gelesen, so 4 bis 8 Stunden, je nach Spielstil. Probieren wir aus. Denn das Original Alan Wake und Alan Wake Remastered haben wir ja schon beides durchgespielt. Ersteres vor weit über einem Jahr. Und letzteres vor einigen Monaten. Und Alan Wake 2 ist, erschienen. Gestern oder vorgestern. Und wir haben noch 2 Spiele vor uns, bevor wir mit Alan Wake 2 anfangen können. Deswegen habe ich ja gesagt, nach Metro 2033 Redux schmeißen wir mal schnell American Nightmare rein. Und es soll ja nicht allzu lang sein. Und aktuell ist es bei mir hell genug, dass ich mein Greenscreen vernünftig benutzen kann. Mal gucken, wie lange das anhält. Mal gucken, ob ich den Color Key und den Chroma Key wieder ausschalten muss. Aber momentan flimmert es nicht. Also sieht alles gut aus im Stream. Würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe nur kurz in den Optionen ein bisschen rumgespielt, Untertitel angeschaltet. Und, oh ja, wie man hört. Ich benutze mal wieder einen Xbox-Controller. Dieses unsagbar laute Horrorteil. Ich weiß nicht, wie Xbox-Spieler damit klarkommen. Leute, die nur auf Xbox spielen. Wie kommt ihr damit klar, dass euer Controller so ein Klackedi-Klickedi-Ding ist? Oh mein Gott. Ich kann das bei Tastaturen verstehen, ja, dass Leute mögen das Klickedi-Klackedi. Ja, ich bin jetzt tatsächlich rübergegangen, ich war auch früher so, aber ich bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, alle neuen Tastaturen, die ich mir kaufe, natürlich mechanisch, so Elitist bin ich dann, aber alle meine neuen Tastaturen, die ich kaufe, haben leise Tasten. Weil es einfach, mich persönlich stört das Geklicke die Klacke nicht, aber für den Stream finde ich das super nervig. Also wenn ich einen Stream gucke und im Hintergrund ständig so Klicke die Klacke die höre von der Tastatur, das finde ich super nervig. Also so kurz und so ist das alles kein Problem, aber halt konstant über Stunden? Nee. Oh, nix für mich. Nix für mich. Deswegen habe ich mir dann entsprechend jetzt meine neue Tastatur ist ja sehr leise. Und deswegen bin ich darauf gewechselt. Ich mag keine laute Tastatur. Ich habe keine Ahnung, worum es hier im Spiel überhaupt geht. Weil manche Leute sagen, das Spiel ist Canon, andere sagen, das ist nicht Canon. Ich bin mir nicht sicher. Aber da ich gelesen habe, das Spiel soll relativ kurz sein, habe ich gesagt, komm, zocken wir es durch. Whatever, ob es nun Canon ist oder nicht, ist mir egal. Aber rein theoretisch, so wie ich das nicht verstehe, ist das alles, sind wir hier in einer Traumwelt und das spielt praktisch direkt nach Alan Wake 1, du bist gefangen in der Traumwelt, die Dunkelheit dir irgendwie auftischt. Und es soll noch actionfokussierter sein als das Original Alan Wake. Es hat sogar einen Arcade-Modus. Das so eine Art Survival-Modus sein soll, wenn ich das aus den Optionen richtig erkennen konnte. Aber ich würde sagen, wir legen los. Dann wir spielen auf normal. Ich habe noch den Sound gar nicht getestet, ich muss also ein bisschen gucken. Mit den Soundeinstellungen. Ob ich was hochdrehen muss. Barry Wheeler. Ich habe übrigens auf Deutsch gestellt, ausnahmsweise. The man before you is a champion of light.
He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the Herald of Darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Hallo Ellen. Gut siehst du aus. Mr. Scratch. Das ist unser böser Doppelgänger. I'll catch you eventually! Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. Okay. Also ist unser Hauptantagonist hier unser böser Doppelgänger. Er sieht richtig smooth aus, ne? Mit Anzug und allem. Und ist auch so ist ein Mix aus halb Realität, halb Spielgrafik. Hast du gesehen, das war gerade Live-Action. Oh, das ist sehr leise. Ich hab's mal für mich hochgedreht. Der Sprung eines Mannes. B. Oh Gott, ich muss mich wieder an Xbox-Tasten gewöhnen. Ja, ich spiele übrigens mit Controller. Ich hätte mit Maus und Tastatur spielen können. Das ist die PC-Version. Ja, ich glaube, es gibt keine Konsolenversion. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber das... Ich habe aber einen Controller eingesteckt, weil es einfach für mich gemütlicher ist zu zocken. Wir fangen direkt an mit den klassischen Objekten. Okay, also hier... Okay, im Original reicht es, wenn du die Taschenlampe draufhältst. Hier musst du es aktiv wegbrennen. Divers Isle, oh. Oh, das sieht ein bisschen aus, als ob wir hier gelandet sind, ne? Weil das ist nicht Bright Falls. Und das alte Gebäude von Divers Isle ist hier abgesoffen. Aber ist ganz klar nicht der See. Aber wir sind wahrscheinlich aus unserem Albtraum hier reingeschleudert worden. Aber scheint von der Steuerung her extrem nah am Original zu sein. Scheint sehr nah am Original zu sein. Und wir haben keine Revolver, wir haben eine halbautomatische Knarre. Und ein bisschen stärker. Okay, oh ja, das ist ganz klar Action-Fokus. Holy shit, das ist Action-Fokus. Kann man sprinten? Scheinbar nicht. In another life, the man was a writer. He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. Okay, also im Gegensatz zu Alan Wake 1 hat Alan Wake 2 keine deutsche Sprachausgabe, nur deutsche Texte. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become Oh, guck mal, sogar mit so like most writers. bewegten I struggled with it. A short Scrolling. story here, an article there. Then I got lucky and spent a year as a staff writer on the Night Springs TV show. It wasn't a great American novel of my fantasies, but it taught me discipline and craft, and the difference between wanting to be a writer and actually writing. Okay, also die Manuskriptseiten sind wieder
sind wieder vertont. Oh, warte mal, lass mich noch mal kurz gucken. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Ich finde, das könnte man noch ein bisschen lauter für euch machen. Oh, ist schon Max. Ugh. Dann bleibt mir nur eins übrig. Warte. My name is Alan Wake, and I'm a writer. I didn't become one overnight. Like most writers, I struggled with it. A short story here, Ich habe jetzt an sehr article hart there. geboostet. Then I got lucky and spent a year. Oh, das ist immer noch okay. Das ist immer noch okay. Von der Lautstärke her. Muss mal gucken, dass es nicht zu laut ist. Das ist explosiv. Boah, Alan, du schießt richtig scheiße. Ne, das sind leere Fässer. Mr. Scratch. The lights of the motel Klingt wie so ein promise safety. verdammter, The man senses that the solution to his predicament begins there. Bösewicht aus so einem Donald Duck Donald Duck Comic oder so. Somewhere within the earth. Hier Onkel space Dagobert itself hieß, has glaube been ich, im pierced, and from hieß Onkel dark Dagobert depths im Englischen runs a nicht steady flow of monsters. Scrooge The man McDuck. recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end Weil so to ein this Geizkragen madness. ist. Nein, Scrooge heißt sowas, ist sowas wie Geizkragen im Englischen, wenn ich mich nicht vertue. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Manchmal ist die Schlosszeit wegzulaufen und die schnell beleuchteten Bereiche sind Rückzugspunkte zum Schutz vor Feinden. Okay. Das ist 1:1 die gleiche Laufanimation wie im Original Alan Wake. Okay. Oh, hier ist was. Oh, hallo. Aua! Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. So, die haben Mr. Scratch But I einfach know I can fight him. I don't think anybody else can. rausgequietscht. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things. How to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's 2 steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Okay. Also das ist nicht The Dark Place. Zumindest glaubt er nicht, dass es The Dark Place ist. So, oh, oh. Oh, kann ich nicht hin. Oh, hier liegt Muni. Okay, ich habe eine Leuchtfackel bekommen. Oh, hier komme ich nicht rein. Oh, was ist hier? Oh, noch einer. The Beinüberschuss. strands of webbing glistened in the beam of my flashlight, fine, almost ethereal. They So ein were bisschen fresh Open World and gemacht, right ne? in my path. I held my breath and waited, ears straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Ich habe Munition für die Shotgun gefunden. Heißt das, die Shotgun ist hier irgendwo in der Nähe? Das Spiel geht hart davon aus, dass du Alan Wake 1 gespielt hast, finde ich. Das ist einfach nur, wenn du die Alan Wake Kämpfe gerne weiterspielen willst.
Dann spielst du Alan Wake American Nightmare. Kann ich hier rein? Oh, shit. Okay, dann fliegen wir zum Motor, da wo der Stern auf der oben links auf dem Radar anzeigt. Man sieht aber, es ist visuell ein ganzes Stück grafisch aufgebohrt. Im Vergleich zum Original Alan Wake. Hat so ein bisschen mehr ein Wüstenfeeling, so Nevada oder sowas, ne? Und nicht mehr so das weltliche, bergische Dörfchen, das es zuvor war. So im mittleren Westen oder was es da, glaube ich, war. Hello. Aber wir sind in der Sicherheit. Oh, BO, okay. Das füllt alle Munition für alle Waffen auf. Okay, cool, cool. Was ist das? Maschinen. Oh, dafür... I guess it's about time I went full auto. Dafür musst du die Manuskriptseiten sammeln. Ah, okay. Das ist also der Grund, warum das Spiel, warum du dann... damit bringt das Spiel dich dazu, halt Manuskriptseiten zu suchen. Dadurch kannst du Koffer aufmachen, um bessere Waffen zu bekommen. Und wenn ich im Hellen stehe, kriege ich HP. Wieder voll aufgeladen. Hallo, Lady. Ich komme einfach mit einer Uzi rein. Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? Nö. I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight. Ich kümmere mich okay? darum, ich habe eine Stay Uzi in in the der light. Hand. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, Oh, unser now that Doppelgänger. you Okay, mention unser it, I guess Doppelgänger. your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to, well, it's a really nasty place. Oh, That's why okay, I das need ist to dann, close it. wahrscheinlich ist das dann The guy who looks der like Punkt, you der zu dem opened it, Dark 'cause he was Place hanging around the oil field connected ist. before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. Obviously. What was that you said about Alle my Schriftsteller sind aura? wahnsinnig. Oh,
Ausnahmslos. So wie alle Ärzte ausnahmslos eine grauenvolle But I only Schrift, use it for healing and helping ja, people. I'm like a grauenvolle wise Schrift woman, haben, you know? Handschrift I haben. give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. So wie alle VTuber in Don't be like Wirklichkeit that. Maybe you should take a 80-jährige, few dicke, crystals alte with you Männer if you're sind. going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Entgiftungszäpfchen auf Pflanzenbasis, hä? Sehr verlockend, aber ich verzichte, danke. Ich hab noch welche. Vom letzten Mal. Was? Oh, cool. Lol. Okay, ich muss eins sagen, ich mag schon jetzt, dass man so viele verschiedene Waffen bekommt. The champion of light Das ist eins von diesen Spielen, recognizes wo du the nur 3 page Waffen he tragen got from the kannst. woman. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Da war ein Fragezeichen auf dem Radar. Und wenn du oben links auf dem Radar guckst, dann wird dir auch werden die Waffen und Munition gezeigt mit diesen komischen 3 Kugeln. Und ich glaube, es taucht immer kurz ein Fragezeichen auf. Und das sind, glaube ich, Manuskriptseiten. At the oil derrick, the wheel had been jammed in place and turned until the oil gurgled and flowed thick and flammable. The warning lights were blinking in a fast rhythm, bright and steady, powered by the battery. The Kasabian CD was playing in the boombox, all distorted guitars and intense beat. Okay, High Ghetto above, Blaster some ist im piece Englischen of orbital Boombox. junk or another collided with the satellite, knocking it radically off course. Trailing debris, it screamed down from the skies at an impossibly steep angle. All that high-tech engineering reduced to nothing more than a bullet that would destroy whatever it hit. Ja, falls ihr euch fragt, was ich gerade trinke, das wollt ihr nicht trinken. Ist giftig. Ich trinke Salzsäure. I know that when I arrive, the clarity of vision I have now may disappear. Ich frage mich, ob alles nur in I've diesem made einen my Gebiet plans. hier ist, das so ein bisschen offen I ist, prepared for this. oder ob wir in ein anderes But I know Gebiet the nachher noch transition kommen. from Weil a das dark Spiel soll place sehr kurz will be sein, hard ne? on Also me. 3 bis 8 Stunden je nach Not just Spielziel. physically. It may affect my mind, my memory. Also so der These 100% pages should Playthrough help soll me wirklich so remember and 8, 9 focus. Stunden That's maximal worked for me gehen. before. Even if that fails, I think I will be able to trust my instincts. Wenn ich How I'm Long to Beat navigating my own trauen darf. story. I'm hoping I'll know where to go and what to do, even if the details elude me. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal zu... Oh, hier ist ein Fernseher. Wir begeben uns mal hier da zu dem Stern, der da irgendwo in die Richtung ist. Was haben wir hier? Das sieht so auffällig aus. Oh, hell. This isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? Ah, das ist unser böser Doppelgänger. I'm sorry, I'm not very good with gadgets. Ich mag das, dass die Live-Action hier reingemixt haben. That's more like it. Okay. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? Ja, warum? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Ah, okay, ja, ist halt das direkte Gegenteil von uns. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention.
This poor slob's just collateral damage, really. I mean, beat some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. Oh shit. Holy shit. Okay, der Typ ist crazy. So quiet. Oh, jetzt Mr. Scratch gehört er zur Floor Gang. Das sind die Leute, die auf dem Boden schlafen. Zum Entspannen. Einfach nur flach auf dem Boden liegen. Die Minikarte oben links zeigte ihre aktuellen Aufgaben an. Die Standorte von Munitionskisten, Rückzugspunkten werden ebenfalls als Symbole dargestellt. Blinkende Fragezeichen deuten eine in der Nähe befindliche Manuskriptseite hin. Okay. So viel habe ich selbst herausgefunden. Danke, Spiel. Ich habe Intelligenz. Es sind zwar nur 2 einzelne Gehirnzellen, aber ich habe Intelligenz. Wait. Wait. Oh. Zum Weg, Bitches. It's one thing down. Alter. Das Ding haut rein. Die Uzi. Ich hab schon völlig vergessen, dass ich die Uzi habe. Und plötzlich brrr. Die bratzt die einfach weg, diese Gegner. Zwei weitere Gegenstände finden. Okay, okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Da ist eine. To change reality, you nudge it into the right direction. Your version of it is there, waiting. It wants to come true. All you need to do is help it achieve its potential. The devil is in the details. You change the details of the scene to match those on the page. If you get the details right, if you achieve that critical mass, the shift will come, and the rest of your new reality overrides the existing paradigm. The lie, no matter how outrageous, is now the truth. Und wenn das so einfach ist, Realität anzupassen, cool. Oh, ich glaube, der hat nachgeladen, deswegen ruckelt das so. Oh, nice. Muni. Leuchtpistole. Okay, das habe ich auch gelesen. Also du kannst eine große, eine kleine Waffe tragen. Und eine Leuchtpistole. Leuchtpistole ist praktisch ein eigener Slot. Easy. Ah, das ist chill. It's two. Just one Wir more haben to erst go. am Anfang gespielt. Aber bisher ist es ziemlich chill. Oh, hier ist noch eine Manuskriptseite. Some of the Taken aren't protected by the darkness like their comrades. Instead, their aversion to light is so extreme that they literally split into two when they encounter strong light. It leaves the two halves weaker, but of course, there's strength in numbers. It's a disturbing development. The dark presence I faced 2 years ago was powerful, but it didn't have much in the way of imagination. Clearly, the same cannot be said of Mr. Ich find's gut, dass Mr. Scratch immer mit so einem Rauschengeräusch weg ist. So ein kratzendes Rauschgeräusch. Passt zu Scratch ist kratzen. So ein kratzendes Rauschengeräusch passt. Okay, also laut Alan sind 2 Jahre nach dem Ende von Teil 1 vergangen. Hier ist noch was. Nehmen wir mit. The reality we take for granted is softer, more adaptable than we think. Under correct conditions,
you can reshape it. Ja, Alan Wake turn ist it wirklich into ein almost SCP, wenn anything du you weißt, was ein want. SCP ist. When it happens, almost nobody notices. It's not that we forget. Eine Anomalie, It's die that after the Realität verändern change, kann. there's nothing to remember. Only those who have been directly touched by the powers that can shift reality are aware of the changes. Many are driven mad by it. Others can cope. I'm one of those people. And I know how to wield that power to rewrite reality. Warte mal. Oh, warte, ich glaube, ich habe gerade hier gesehen, pass auf. Hier, guck mal. Es gibt 3. Es gibt 3 Gebiete, okay, wir sind am Rastplatz. Okay, es gibt 3 Gebiete insgesamt. Okay, hier komme ich nicht rein. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang? Oh, hallo, Sir. The enemy tears itself in two to avoid the hated light. It becomes weaker, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. Oh. Warte mal, wie kann ich nochmal dodgen? Ah, so stimmt. L1 war's. L1 war's. Okay. That was just messed up. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch noch Blendgranaten. That's everything. The Kein man has CD found the angefunden. battery, Oh, nice, ein but it is Karabiner. empty. It will Something need to tells be me I'm really gonna need recharged. the extra firepower. Cool. Ich hätte gedacht, wir würden eine Pumpgun zuerst kriegen, aber ne, wir kriegen direkt einen Karabiner. Wie schnell kann ich damit schießen? Okay, schnell. Vorbei ist die Zeit, wo du Viereck mashen musstest, um schnell nachzuladen. Wie viele Manuskriptseiten habe ich? 8. Gibt es eigentlich eine Map oder so? Ich glaube nicht. Na, ich glaube, es gibt keine Map. Lass mal kurz regenerieren gehen. Ab ins Licht. Eine Lichtdusche. Okay, also kleine Munition sind die schwarz-roten Pakete und große Munition sind diese orange-blauen Pakete. Aber jetzt mal kurz Ausschau halten. Ich will noch gucken, ob wir noch Manuskriptseiten finden. Dann kann ich nämlich auf Magnum wechseln. Das wäre nämlich schon ziemlich geil. Oh. Und hier liegt eine Pumpgun. It's a little sad how many problems you can solve with buckshot. Oh, cool. Ich bleibe mal erstmal meinen Karabiner, weil den habe ich gerade gefunden. Ich darf nicht mehr tragen. Oh, was ist denn das da wie ein Schattengewirbel? Das sieht ungesund aus. Ich dachte, das wäre eine Seite, aber das ist nur... Ah, schade. Okay. Nice.
Ich gehe noch mal ein bisschen zurück, falls hier noch irgendwo Seiten sind. Das kann ich nicht zerstören. Nee, also auch wenn ich mit der Taschenlampe da reinglotze, geht da nichts. Okay, lass uns mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wir haben 8. 8 von 21 hier in dem Gebiet. Ich will 10. Muss noch hier irgendwo sein. Warte, kann ich das Auto... Ich Bitch! Kann ich das Auto benutzen? Nee. Shit. Hier ist auch nirgendwo was markiert. Ne, hier waren wir auch schon, ne? Hier waren wir auch schon bei dem Diner. Könnte nur was sein. Oh, hübscher Mond. Warte mal. Muss mal kurz testen. Ah. In manchen Spielen passiert immer irgendwas, wenn du auf den Mond schießt. In GTA zum Beispiel verändert er die Größe. In einem alten Terminator-Spiel. Future Shock? Ich bin mir nicht mal sicher, wie es heißt. Da, wenn du da auf den Mond ein bisschen schießt, dann vibriert er und blutet, und wenn du ihm genug Schaden zugeführt hast, dann fällt er vom Himmel und verschwindet hinterm Horizont. Also ein Kram kannst du machen. Da ist eine. Okay. Also links von uns ist eine. Davon, lass mal noch zu dem Waggon gehen. Vielleicht ist da auch noch was. Hier sehe ich nichts. Ah. Wir brauchen noch 2. Eine, ich weiß, wo eine ist. Dann bleibt noch der Wasserturm da, ne? Also wo der orange Stern ist, das ungefähr auch eine. Und dann noch die Ölpumpen, da könnten wir auch noch hingehen. Ja, lass mal zu den Ölpumpen gehen. Komm, ihr seid doch so prominent hier am Stehen. Nichts. Bin ein bisschen enttäuscht. Dass die mir hier keine Skriptseiten geben. Haben wir hier Papiermangel oder was? Ich meine, wenn man bedenkt, hier sind kaum Bäume am Stehen, also die können hier wahrscheinlich nicht viel Papier produzieren. Ah, auf dem Radar sehe ich nichts. Ihr hättet mich ein bisschen belohnen können dafür, dass ich mir den ganzen Umweg hier nehme.
Na gut. Dann gehen wir erstmal zum Stern. Hätte nicht gedacht, dass das Spiel mir so einen Drang zur Erkundung gibt. Weißt du, was ich auch gerne hätte, jetzt wo wir gerade in so einer Semi-Open World rumlaufen? Ich hätte gerne so ein Spiel, so ein bisschen wie GTA, aber halt in Europa. Also in Deutschland und so weiter. Weißt du, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Spanien und so weiter. Du könntest so viele coole Sachen machen. I need this battery charged. No problem. Meine Säure ist Here ausgegangen. you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My Ich will memory's a kurz neu little hazy. eingießen. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. New Yorker. Alles geisteskranke Psychos. Ich meine, das ist keine Überraschung, ne? Also Munition, sehr schön. Okay, also ich krieg nicht mehr Munition für meine Leuchtpistole. Das ist ja praktisch der Raketenwerfer des Spiels. Oh, was haben wir hier? Well, here you are, about to enjoy another cool Arizona night with me, Eddie Rodman, the host with the boast. Hey, any of you guys Oh, remember schade, das ist old nicht der alte guys in Radio-Host. NASCAR? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time, you know. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me Oh, just Barry is start out da. and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978, In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Fat Bob? Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? They went for it. Now, Barry, Barry you were a kümmert sich literary jetzt um die Old agent before this, Gods? right? Uh-huh. And you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. Okay, also Barry ist sicher nach Hause gekommen. Barry ist sicher nach Hause gekommen.
Nach Alan Wake 1. Weil das spielt ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, 2 Jahre nach Teil 1. Aber mich interessiert auch, was ist mit unserer Frau passiert und was ist mit der Polizeilady passiert. Wie komme ich da rein? Da ist auf jeden Fall eine Manuskriptseite. Wie komme ich da rein? Aufs Dach springen, glaube ich, kann ich auch nicht. Das ist so meine einzige Idee, nur die ich noch gerade hatte. Autsch. Okay. Für den Moment weiß ich nicht, wie wir da reinkommen. Oder gibt es hier vielleicht irgendwie das Hauptgebäude, wo ich vielleicht einen Schlüssel abgreifen kann? Oh, guck mal, die Munition respawnen an der Weile. Das ist gut zu wissen. Okay, warte. Die Tank ist auch leer, da ist kein einziges Möbelstück drin. Das sieht aus wie der Haupteingang. Okay, also pass auf, wir gehen erstmal zum Ölfeld und verändern die Geschichte. Mal gucken, was sich dann tut. Vielleicht verändert sich wirklich die ganze Welt hier. Ja, ich weiß, wie man Angriff im Ausweich spielt. Danke. Was mit dir? Brrrt. So cool, die Waffe. Oh, hier ist ein Revolver am Liegen. Can't go wrong with the classic. Ich muss den Revolver mal probieren. Cool. Ich bleib bei meiner MP. Das Ding ist zu cool, um es einfach liegen zu lassen. Aber wenn du auch wirklich Oldschool spielen willst, mit Revolver und Shotgun, kannst du das auch. Na Jungs. Lol, das Ding zerlegt die echt hart. Oh, 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 Vorsicht, Jungs. Okay. Die Uzi ist mega gut. Time to make some serious changes. Das Rad war angebracht, das Öl floss, die Batterie war angeschlossen und die Lichter blinkten. Im Ghetto Blaster lief die CD. Warte, das Rad war angebracht. Das heißt, warte, Rad war hier. Nee, das...
Ah, das war das Rad. Und das Ölfloss. Okay, das zuerst. Okay. Jetzt hier die Batterie einsetzen, damit die Lichter blinken. Man muss das ja in der richtigen Reihenfolge machen, gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, wie empfindlich das ist. Und jetzt den Ghetto Blaster. Ah, okay, und ein Satellit wird von einem Meteor getroffen und dann kommt er runter. Was zum Teufel? Oh Gott. Wir holen einfach mal. Die Zerstörung entgehen. Oh Gott, lauf, Ellen! Ah! Ah, Mia. Schnell von der Musik weg, bevor wir einen DMCA-Strike bekommen. Oh hey, hier ist unser Satellit, der runtergekommen ist. Mal gucken, ob Emma mir jetzt glaubt. Na Jungs? I'm here. Just keep your head down. Easy. Schnell Munition holen. Wie viele Seiten haben wir? Ah, wir haben nur noch 8. I think I hear more of them. Yeah, I think I noticed. Vorsicht. Quatsch. So habe ich das Ding, wenn ich es nicht benutze, ne? Alter, die Waffe ist so gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die gegen die Magnum austauschen will. Good. Ich bin auch sehr happy. Achte mal oben links, wie schnell die Batterie sich wieder aufladet. Ist leer. Jetzt gucken wir, wie schnell es aufladet. Super schnell. Okay, ich komme nicht rein. Ich glaube, die haben das absichtlich so gemacht, dass du nicht sofort 10 Manuskriptseiten bekommst und sofort die Magnum haben kannst. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. Oh, das ist No, I garantiert wasn't der there. Raum, wo die It Manuskriptseite got drin way ist. out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those what'd you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for Psycho a evil while, and twin, I'm eh? impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay?
Ja, eigentlich müsste der böse Zwillingsbruder noch so einen Schnurrbart haben mit so einem Wirbel. So, Munition. Oh, ich dachte, ich könnte hier rein. Hab ich mich zu früh gefreut? Ich habe mich zu früh gefreut. Hm. Na gut. Wir müssen wohl erstmal hier zum Lokal gehen. Oh, guck mal, der Diner dreht sich jetzt. A poltergeist. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly Okay. projectiles. Ich bin schon happy, dass das Spiel mehr... Autsch! Erstmal heilen. Okay. Aber ich bin schon happy, dass es jetzt mehr Gegnervarianten gibt. Es sind zwar immer noch Menschen, aber jetzt hast du halt Gegner, die sich splitten und schwächer werden. Das ist zum Beispiel ein komplett neuer Gegnertyp, den gibt es im Original nicht. Es ist schon sehr cool. Also jetzt kurz mal hier oben gucken, ob sich hier noch was getan hat. Aber scheinbar nicht. Ich hätte so ein bisschen gehofft, dass jetzt hier noch eine Seite auftaucht. Aber ne, ist nicht. Bewegt sich der Mond, da will ich mir das ein. Mit dir. Bratz. Wir müssen uns mit diesen Losern nicht länger auseinandersetzen als notwendig. Zum Glück muss ich mir nicht allzu viel Sorgen wegen Muni machen, weil ich kann immer zum Motel zurück, um mir mehr zu holen. Gehen wir zum Diner. Ein sehr anderes Feel als das Original. Ah, der Schlüssel war also für hier. Schade. Gucken, ob wir hier was Interessantes finden. Ich habe noch nie in einem Diner gegessen. Ich war auch noch nie in Amerika. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. Da ist der... Oh, mit dem Schlüssel kommen wir The zur man Manuskriptseite. recognizes the enemy's Der da auf dem Boden liegt. handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Satellite and now this? That place might be involved. Okay. Was steht hier? Fish and Man und eine Fischerei-Website. Zeitung. Mount Red Tooth Observatory. Okay, das ist das Ding, was wir so ganz weit in der Entfernung gesehen haben. Holy shit, ey, guck das Blut an. Hier ging's ab. Da oben. Das ist das Observatorium. Okay, die Motelzimmer durchsuchen. Sehr gut, da wollte ich ohnehin hin. Jetzt haben wir die Schlüssel dafür. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Oh shit.
Emma Sloan, an innocent victim of his dark half. More collateral Scheiße. damage in the ongoing war. Hätte sie bloß nicht auf Ellen gehört und wäre einfach Damned by weggefahren. forces beyond her control, as much as by her own actions. Nice. Ja gut. Das ist interessant, du kannst auch ohne die mit dem Licht zu zerteilen töten. Die halten dann nur ein bisschen mehr aus. Also rein theoretisch muss ich nichts gegen die unternehmen. Hallo? Jemand zu Hause? Scheint nichts Besonderes zu sein. Okay. Damn it! Why didn't you listen? Warum hast du die Taschenlampe ausgemacht, Typ? Mach nicht die Taschenlampe aus, du weißt, wie wichtig Licht ist. Gehen wir erst da rein. Gehen wir erst da rein. Hier ist die Manuskriptseite, die will ich unbedingt haben. Nice. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed Das letzte Mal, quite als as du dich quick gesehen or hast, das natural war on my own lips. im The normalen dark, Alan Wake, malicious twinkle in the wo du eyes. dein And I knew who I vergangenes was Ich looking at. gesehen hast, wie es As verrückt he wird in der pulled back and Kabine. revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Das ist das, was wir bereits gesehen haben. Wir haben jetzt 9. Damn. Mehr Schlüssel. Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. I guess that'll have to be my next stop. Okay. Ein Mann, den ich nicht kenne. Ja, das ist sehr... Ich muss sagen, es ist sehr leicht an Story. The observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the champion of light forges on to see the stars. Oh, ich werde direkt rüber... Oh, ich wollte die Magnum holen. Oh. Ich wollte die Magnum holen. Ich dachte, wir müssen erst ins Auto steigen oder so. Ich hätte nicht damit gedacht, dass wir An sofort teleportiert werden. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Shit. Na. Ich werde direkt hier gespawnt. Schade. Ich dachte, ich könnte einen alten Spielstand Place for a laden. man to witness the Aber ist nicht der magnificence Fall. of the universe. Ach Mann, But such ey. insights are not Wo waren da 21 Seiten? what the champion of light is looking for. He has come to find a weapon. Na gut. Was soll's.
Dann machen wir halt hier weiter. Was soll's? Oh, ich hätte so gern die Magnum gehabt. Mal gucken, was passiert, wenn ich zurückgehe. Oh, unsichtbare Wand. Okay. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Poltergeist-Nonsens? As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound Ständig that schlecht never gelaunt, healed. Alex Casey. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Ja, und dann kam da eine Schreibblockade. Und das hat die Schreibblockade dann ausgelöst. Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life. You know, I didn't realize how much I'd missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Nimm mir die Pumpgun. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah. It's wonderful to be back on stage. Wir haben genug mit Karabiner gespielt. Zeig I feel like Zeig a die young man again. Schrott hier auszupacken. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What's he talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Whoa, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different. But believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard. Ja, ich sehe schon. Da hat Don't jemand you go away. mit ein paar Schräubchen gedreht. Ein paar Filter eingebaut. Damit sie sich ein bisschen besser anhören. Weil das sind einfach, das sind alte Rentner, die haben nicht mal die Power. Was sind die? Sind doch bestimmt 80 oder so aufwärts, ne? Die Old Gods. Erstmal Muni. Dann suchen wir mal. Ah, da war noch eine Manuskriptseite auf dem Radar zu sehen. Mal gucken, ob wir uns die holen können. Da ist sie. Oben links. Noch ein paar Loser. Ach, übrigens, vor euch habe ich keine Angst. Aber da war auch eine Manuskriptseite. Also gehen wir erstmal vielleicht hier. Quatsch. Quatsch. Okay, die Shotgun haut rein. Hier komme ich nicht rein. Wir haben jetzt genau 10.
brauchen 15 für das Jagdgewehr. Das Jagdgewehr ist auch eine Waffe aus dem Original. I've seen the enemy, and it's me. I've faced dark horrors before, things that live in the Wie ist entstanden? unimaginable pressures of Mit the der Mr. world Scratch. beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scratch. He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature. A creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. Ein A serial Fleischgundam. killer. My dark half. Brought to life by the power of Cauldron Lake. Ich muss gerade sehr an Gundam denken, weil ich gucke aktuell, Mobile-Suit Zeta Gundam. Schaue ich mir momentan an. Ich bin so ungefähr in der Hälfte angekommen. Ich glaube, irgendwas Folge 35, so um den Dreh. Es ist deutlich besser, als ich in Erinnerung habe. Ich hatte irgendwie so im Kopf, dass das Jared Messer super nervtötend war. Aber und am Anfang ist er das auch, aber er wird ein besser Charakter im Laufe der Serie. Er wird ein deutlich besserer Charakter im Laufe der Serie. Aber es ist echt nach wie vor ist er einer der Charaktere, der konstant am Failen ist. Und dafür belohnt wird und befördert wird, bessere Ausrüstung bekommt und dann weiter failt. Weil halt sein Hauptgegner, der Protagonist, konstant besser wird. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck she's not the type to give up. Ja, die wollten dich ja fixen, ne? Mit dem Psychodog. Cool, das ist echt so eine ganze Sternwarte hier. Mit mehreren Teleskopgebäuden. Kann man die zerstören? Nein. Oh, hier ist noch ein Karabiner, aber wir bleiben jetzt mal bei der Shotgun. Die Shotgun gefällt mir überraschend gut. Das Ding haut gut rein. Aha! The spiders aren't really the work of the enemy. They're a side effect. A part of the Dark Place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an Spinne. idea Oh Gott, that gleich has kommt assumed the Spinnengegner, form of an Kinos. animal. Makes them no less dangerous. But at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Okay, die muss ich nicht erst mit etwas schwächen oder so. Die kann ich direkt wegbratzen. Warte mal. Ach, schau an. Lol, unsichtbare Wand. What the fuck? Der hat mich runtergedrückt. Das ist gemein. Hier scheint nichts zu sein. Türen sind zu. Hallo Sir, wie geht es Ihnen? Darf ich Sie für ein bisschen Buckshot begeistern? Oh, den hat's richtig weggefetzt, ey. Scheint ein großer Fan zu sein vom Buckshot. Kann ich hier rein? Hier ist so ein Tastenfeld? Nein. Lass mal nochmal runtergehen, ob ich jetzt die Truhe öffnen kann. Weil wir haben ja jetzt einige gefunden. 4, 9, wir haben 13, wir brauchen 5, nee, wir brauchen 15. Wir brauchen 15.
Ich meine, es waren 15. Ja. Ach, goddammit. Ernsthaft? Ich kann hier nicht... Ich darf da nicht rüberspringen, Kinos. Das Spiel sagt nein. Schon ein bisschen schade, dass Spieler Intuition hier nicht belohnt wird. Das finde ich ja immer gut in Spielen, ne? Wenn du da, oh, könnte ich vielleicht? Und dann schaffst du es irgendwie. Und wenn das Spiel dich dann dafür noch belohnt, dann finde ich das super. Das ist mega gut. Aber ist natürlich in Spielen eher selten, weil die meisten Spiele sind halt hart darauf ausgelegt, einen festen Pfad zu folgen. Sogar Multiplayer-Spiele. Die wollen, dass das Spiel auf eine ganz bestimmte Weise spielst. Es gibt noch wenige Spiele, die wirklich Freiheit erlauben. Und Baldur's Gate 3 soll so ein Spiel sein. Also ich habe vor, das irgendwie jetzt demnächst mal zu starten. Oh, hier. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Erst bis jetzt nach so vielen Jahren ist er immer noch nicht auf die Idee gekommen, sich die Taschenlampe auf die Schulter zu kleben oder as so. long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Eine noch. Brauch noch eine Manuskriptseite. Goddammit. Oh ja, wir haben jetzt Flashbangs. Cool. Sehr gut. Okay, lass mal kurz hier den Sandpfad nehmen. Ich mag das Leveldesign, dass es so offen ist. Also das gefällt mir sehr gut an dem Spiel. Aber es scheint echt super kurz zu sein, wenn wir schon durch das erste Gebiet sind. Combat Shotgun. 40 Manuskriptseiten. Hast du sie noch alle? Wo soll ich denn 40 Seiten herbekommen? Wo soll ich denn bitte 40 Seiten, ja, herbekommen? Ich sehe ja gar keine mehr. Gut, gehen wir rein. Hier draußen scheinen keine mehr zu sein, die ich abgreifen kann. Schade, kann ich dich kaputt machen. Hello? I'm Dr. Rachel Meadows and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again. Unser Doppelgänger scheint hier ein bisschen Unfug getrieben zu haben. Lass mal die Granate probieren. Ja, funktioniert wie früher. Ich finde aber der Impact ist ein bisschen kleiner. Au.
Der Impact von der Flashbang ist deutlich, deutlich kleiner. Oh ja, okay. Wenn du nachladen mashst, bei der Shotgun, wo du die Kugeln einzeln nachladen musst, dann ladet er schneller nach, tatsächlich. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Aha! You activated my trap card. Jetzt bin ich drinne. Jetzt kriegst du mich nicht mehr raus. Was ist das hier alles? Oh, ein Fernseher. Zeit für eine neue komische neue komische Folge von dem Psycho. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Wer stört? Oh, oh. Oh, geht jetzt die Party kaputt? Geht jetzt die Party crashen? These guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Du hörst im Hintergrund das Jubeln von den Leuten, wie die irgendwie wild am Feiern sind. Wenn er jetzt eine Waffe auspackt und darüber geht. Was war ein Telefon? Was ist ein Telefonkabel? Wo macht er jetzt auf Agent 47? Will jetzt ein paar Leute erwürgen? Never mind. Es läuft noch weiter. Oh, der prügelt die alle tot. Ich bin gespannt, ob es noch gefährlicher wird. Es scheint aber ein bisschen, ja, unhinged zu sein. Just a moment, I'll send the lift down to you. I didn't expect to see anyone here tonight, but I'm relieved to see an actual person. That's assuming this isn't some kind of cruel trick on your part, of course. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir noch ein ganzer Mensch sind. Wir haben so hart mit der Dunkelheit gekuschelt in Alan Wake 1. Wer weiß. Wer weiß. Erstmal Munition wieder auffüllen. Ich gucke, ob hier noch irgendwie Manuskripte sind. Ich sehe keine. Würde mich nicht wundern, wenn manche der Seiten einfach nicht markiert sind auf der Karte. Was auch sein kann, weil das ist auch was Teil 1 gemacht hat. Manche Seiten findest du nur auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Wir spielen auf normal.
Hallo, Madam. Doctor, the man who looked like me, what did he want here? There's a strange astronomical event happening right now. Something I can't begin to classify, but I think it's disabled our satellite. There's a very peculiar signal that we're receiving. A signal? That's what I'm here for. Well, so was he. But he didn't seem to understand it at all. He got very angry, sabotaged our imaging array, and now we're blind. I believe the event is still going on, but we can't pick it up. Is there something we can do? What he broke is essentially just a special camera, but we can't use the telescope without it. Okay, es geht ums Teleskop. Ich habe mich schon gewundert. Wo haben wir gerade den Satelliten, den wir gerade zerstört haben in der ersten Mission? Haben wir damit die ganze Mission von ihr sabotiert? Tell me more about the signal. It's almost as if something's being transmitted to Night Springs. It's the strangest thing. It's quite elusive. Oh, wir sind in Night Springs. Okay, das erklärt viel. So, what was the signal like? Night Springs ist ja die komische Fake, das komische Fake Town, das war wofür Alan Wake, bevor er seine Romane geschrieben hat, da ein Scriptwriter für war. Das ist praktisch so eine Art Akte X. Das ist ein bisschen wie Akte X oder X-Faktor, das Unfassbare, so ein bisschen sowas. I have to ask, do you always wear that to work? Ich wollte gerade sagen, es ist sehr... For a local art exhibition. Fascinating works. When I was called away by my assistant, Michael was the first to spot this event. Ich würde sagen, meine Damen, Sie sehen sehr gut angezogen aus. He was supposed to bring us some food, but he never showed up. Tell me about the event. Oh, it's quite fascinating. Der Typ ist tot. It looks as if stars were changing, somehow. Or shifting positions. It isn't really happening, of course. Most likely it's caused by some kind of atmospheric refraction phenomenon, but I've never seen anything like it. Did he hurt you? No, he didn't quite threaten me exactly, but those shadowy things started to crawl into view, and whatever the signal was, he seemed to be extremely frustrated by it. He just started breaking things and left. I thought it best not to interfere. You were lucky. He's done much worse. Yes. He showed me a knife, and he kept talking. He enjoyed the sound of his own voice. A proper maniac. You really aren't anything like him, are you? Believe me, I try very hard not to be. Ja, wir sind aber auch nicht ganz normal, das müssen wir auch sagen, ne? Ellen hat ein paar Probleme. Okay. Das Bildverarbeitungssystem holen. Okay, dann wollen wir mal losgehen und dahin gehen. Wo auch immer das ist. Zumindest ist es hier drin schön hell. Die Dame sollte also hoffentlich hier sicher sein. And try to be careful. It's a very expensive part and we don't have a replacement. Oh dear, that sounded more callous than I intended. Be safe. Ich finde gut, dass sie das realisiert hat, als es gesagt hat. Okay, warte. 5 und 9. Wir haben 14 Seiten. Eine fehlt uns. This must be your car. Oh nein, es sind Spinnen. Über Spinnennetz. Jetzt kommen wahrscheinlich diese Spinnengegner, von denen wir vorhin schon gelesen haben. Spider-Man, ey, überall. Überall ist der Arsch. Das ist mehr normale Spinnen, als ich erwartet habe. Okay, die platzen einfach. Ich kann es auch einfach wegblasten. Cool. Okay. Das ist die Art von Gegner. Ja, gib mir. Nice.
Okay, wir haben 4 Blendgranaten noch in Reserve. Sehr schön. Auch finde ich gut das Health-System hier im Spiel. Das Health-System hier im Spiel ist praktisch in 3 Drittel geteilt. Dass solange ein ganzer Chunk nicht verbraucht ist, regeneriere ich den wieder voll. Ohne dass ich ins Licht gehen muss. Genau, schließt schnell. Sehr gut. Damit keins von den Freaks hier, von den Kackviechern reinkommt. I found it! Excellent. I'll operate the platform directly below the telescope so you can install the array. Don't worry, it's very easy. Well done. Oh, dahin muss ich, okay. Vielleicht finden wir hier noch eine Manuskriptseite. Ich muss aber sagen, das Spiel sieht sehr gut aus. Also, es erinnert mich ein bisschen, es kommt sehr nah an das Remaster von Alan Wake ran, ne? Das war einfach. Brilliant, you got it. I'll just run a quick diagnostic on it. Yes, it's in perfect order. All right, we're good to go. Let's take a look at the skies. Here we go. Oh, cool. I have to shut this down. There's a problem with the automated coolant system. Natürlich. Somebody just interrupted the flow. So now what? Well, you could go and open the secondary coolant flow valves manually. I know it's dangerous there, but, well... I got it! Please come talk to me if you have questions. Okay, warte, kann ich zu ihr gehen und noch Dialog führen? Ja, wir können zu ihr, sehr gut. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um meiner Frau untreu zu sein. Is there something I should know about this coolant thing? Oh no, it's quite straightforward. The telescope is very heavy, and moving it generates a lot of heat. So do all of the electronics. Overheating could cause damage, so it shuts down automatically if the coolant fluid isn't flowing. And hot electronics generate instrument noise, which we want to eliminate as much as possible. What is this coolant anyway? Is it dangerous? We use liquid nitrogen. It's quite safe. If I can make it to the valves in one piece. Yes, there is that. Good luck. I'm assuming you didn't have this kind of trouble using the telescope earlier, when my double was here. No, it went very smoothly. Until he turned into a nutter. This doppelganger of yours doesn't seem to want anyone else to look at this phenomenon. Ich frage mich It warum. seems a little pointless to me. There are many eyes on the sky. I'm not sure what we're gonna get once this thing is working again, but I have a hunch. I doubt it has anything to do with outer space, or that anyone else can see it. I think it's a message from me. For you? That seems unlikely. And even if it were a very localized phenomenon, surely it's visible to others in the area. Maybe, but I wouldn't bet on it. There's a reason he came here, and a reason he doesn't want me looking at it. Alan, du willst nicht, dass andere Leute dich für irre halten. Aber du hilfst mit deinen Dialogen nicht sehr dafür. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, Alan Wake ist sich aktuell darüber bewusst, dass das hier nicht die echte Welt ist. Er weiß, dass er in einer Albtraumwelt festsitzt. Deswegen ist ihm das alles völlig piepsschnurz egal. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie reparieren können.
ist alles zu. Just remember, you need to release all 3 valves. It doesn't matter what order you do it in. Oh, hoppla. Let's go. Nummer 1. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch mehr Spider-Man-Viecher. Hallo Jungs. Oh, du bist ein richtiger Tank. Vielleicht hätte ich echt auf der schweren Schwierigkeit spielen sollen. Das ist momentan ein bisschen chill. Ich habe mit ein bisschen mehr Gefahr gerechnet, um ehrlich zu sein. Wir haben immer noch nicht genug, ne? Na, wir haben immer noch 14. Ich brauche noch eine mehr. Vielleicht will das Spiel wirklich, dass du es mehrmals durchspielst. So ein bisschen wie die klassischen Resident Evil Spiele. Die eigentlich auch darauf ausgelegt sind, dass du sie immer und immer wieder durchspielst. Oh cool, guck mal, du kannst ziemlich weit in die Ferne gucken. Müssten wir nicht noch auch eigentlich das Dings sehen? Den Rasthof, auf dem wir waren? Sehe ich. Bisher sehe ich ihn hier nirgendwo, ne? Da ist nur Wasteland um uns herum. Das Ventil, dann haben wir alle 3. Okay, that should do it. Poltergeist? Oder spawnst du was Neues? An der Poltergeist. Ja, alles gut. Dann muss noch was? Bye. Ich glaube, er hat sich verzogen. Nice. What? Oh, okay. Das Wort nur Pief gemacht. Hier unten sind auch noch Sachen. Ich weiß ja nicht, ob ich hier runterspringen kann. Das wirkt so ein bisschen, als ob das der Tod wäre, wenn ich hier runterspringe. Na, Jungs? Okay, das Spiel ist viel zu einfach. Ich hätte auf Albtraum spielen sollen. Ja. Das ist eine überraschend entspannte Erfahrung. Das habe ich nicht erwartet. Ja, ich gehe davon aus, wenn ich hier runterspringe, bin ich tot. Ich wünschte, ich könnte hier rein. Ja. Eine Seite fehlt. Das ist so gemein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir alles abgegrast haben.
Leg, Loser. Müsste schon mit größeren Horden kommen, um mich in die Enge zu treiben. Die Shotgun ist richtig stark. Nur halt, sobald der Gegner auf mittlere Entfernung ist, dann du brauchst schon 2 Schuss. Ah, cool. Ist wie früher. Wenn du einen Gegner direkt triffst. Wenn du einen Gegner direkt mit der Flashbang triffst, dann explodiert die sofort. Okay, Kühlwasser ist an. Leg los, Mädel. I released all the valves, Doctor. Is it working? Just bear with me a moment. Yes, I believe you've got it sorted. It's working again. Nicely done. That sounds like trouble. I don't think they're happy with our success. Oh. Look out, they found a way in. Was? Ha! Alle auf einmal wegblasen mit einer Flashbang. Ja gut. Ja gut. Ah, Pipifax. Alles Pipifax. Und auch noch. Du weißt, dass du zu stark bist, wenn du auf die Feinde zugehst. I'm sighted in now. I still have no idea what I'm looking at, but it's very strange indeed. Oh, where are my manners? Please, come on up. I'm sorry, I was distracted. Mal schauen, was die Nachricht ist. Wahrscheinlich ist es wirklich eine Alan, geh dahin. Irgendwie so eine Nachricht steht da. Oder da steht dann einfach nur. Pass auf, warte, was? Da steht wahrscheinlich Alan, geh ins Autokino. Oder steht einfach nur Autokino. Pass auf. Auch wenn ich von der Story bisher ein bisschen unterwältigt bin. Dann geht nicht tot. Das Gameplay macht Spaß. Das Gameplay macht. Das Kampf-Gameplay ist ein ganzes Stück besser als im Original. I'm not sure what it is yet, let alone where it's coming from, but it's interacting with our system somehow. Like it was intended for us. But I don't understand how that could be. Maybe that's just how the story goes. What? Never mind. Is there a way I can hear it? Or however this is supposed to work? I think the signal is incomplete somehow, but you should be getting a printout of it now. What do you mean it's incomplete? It's almost as if we're only getting a fragment of it. I need the whole thing. This is important. I'm sure it is, but this is all we're getting. Did the man who looks like me get the whole thing? He locked me out of the booth, so I have no way of knowing. But I can tell you that he didn't really seem to understand it. So, what's in the sky? It doesn't make any sense. The stars are just... they're wrong. I thought I'd be able to see something, but it's like I'm looking at a sky that's just... it's not the right sky. But that's impossible. I consider myself a rational man, Doctor. But this isn't a thing you can measure or explain. I've seen impossible things that have taught me just to roll with some punches. It's either that, or go insane. I find it disturbing that you sound like you're speaking from ample experience. Oh ja. A printout of a signal. It too is a weapon created by the champion of light. In its words, stirs a new reality. But it is incomplete, and yet
It provides a roadmap for the man to follow. Aha. A course that will lead him to a place where he may confront his enemy. Okay. Ja, das Spiel ist sehr, sehr direkt. Ich mag aber das Leveldesign ist richtig cool. Ah, das Autokino, okay. Wir haben nie die letzte Manuskriptseite gefunden. The drive-in. Once the site of lurid celluloid fantasies, it's now the site of an art exhibition. And yet, it's the search for closure rather than culture that brings the champion of light here. Wir sind der Champion des Lichts. Was ist das? Final Fantasy? Kommen wir nicht rein. Da hinten sehe ich was Helles. Ha! The Taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't Ich gehe davon very aus, die anderen intelligent. That's Manuskriptseiten one reason müssen auf why der they höheren prefer melee Schwierigkeitsgrad, weapons. im höheren Actual Schwierigkeitsgrad versteckt firearms are sein. too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. Oh, okay. Oh, ich darf hier nicht mehr. Okay, hier ist die Grenze. Ah, guck, da oben waren wir. Ich finde es aber gut, dass du ein bisschen erkunden kannst. Also ein Leveldesign... Hier geht's nicht mehr weiter, okay. Das Leveldesign hätte ich mir gerne im ersten Teil so ein bisschen gewünscht. Dass das Gebiet offen ist. Ja genau, durch den Kaktus. Dass das Leveldesign so offen ist und du so ein bisschen erkunden kannst in den Gebieten. Und manchmal wirkt Alan Wake 1 so. Aber es ist hauptsächlich leider nicht so. Es ist sehr, sehr linear. Oh, it's you. That's fantastic. Are you okay? Go away. No, I want you. But you'll get angry if you're here. So you gotta go. You know I'll do what you want. Okay. I love you so much. Did you know that love Guck mal, wie die hurts? Dunkelheit an Are you ihrem gonna Kopf hurt me rumfabert. now? 'Cause you should. Lady, you got darkness on the brain. I think I can help you if I can get the lights on in here. You can't turn the power back on. It's not allowed. You said. So, where shouldn't I go so I don't turn the power back on accidentally? It's the big building on the other side of the drive-in, but it's locked. Where's the key? Just so that I know to avoid it. It's on the wall next to the cash register. But you can't. You can't. Don't be bad. Keine Sorge, wir werden diesen Ort auf jeden no Fall problem. vermeiden. I'm just gonna go do some other stuff. Scout's honor. Oh, die Frau ist so notgeil. What the fuck, ey. Just try to stay calm. I've seen this kind of thing before. I think you're gonna be okay. Why is it so hard to think? You've been touched by darkness. I'm hoping it's not permanent. Remember when you were here before? Alter, was hat unser Doppelgänger gemacht? And then everything got all dark. That was the best. Listen, this is very important. Where did he... Hat sie mit der Dunkelheit geschwängert. Where did I go? Can you tell me that? Baby, you don't need to go anywhere. You're here now, and you're in my head. You should be in me. You should touch me again. Not with a 10-foot pole, lady. Nicht einmal mit ABC-Ausrüstung. Hey, just in case there's a part of you in there that's freaking out right now, it's not your fault. I promise I'll do what I can to help you, okay? I don't... Please go away. Don't sweat it. I'm just saying that in case you really need to hear it.
I've been there. I think there are spiders in my eyes. I think you put Oh, them da ist ein in Stück von ihrer echten Persönlichkeit drin, I'm geht's. just gonna go now. Also sie ist noch nicht ganz zerstört. Die Dunkelheit hat sie noch nicht übernommen. Ist so ein bisschen wie die komische Lady im Diner aus Alan Wake 1. Die von der Dunkelheit berührt worden ist, aber noch nicht übernommen. Oh. And we're back with Old Gods of Asgard and their manager, Barry Wheeler. Guys, you're on your comeback tour, and you're playing a lot of your classic material. But you've also got a new single out, right? How'd that come about? Was it hard to go back into the studio after such a long time? Are you kidding me? They were chomping at the bit. They were just itching to stretch those creative muscles. Now, it had been a while because, you know, they spent a lot of time in, Retirement. We were retired. We were? Yeah. No. We were at the lodge, and we escaped. We were at the retirement, retirement thing. Yeah. So, you know, really, once we got in the studio, things started happening. Now, the music has changed a little bit, and the boys were a little rusty, so it took us a while to find the right gear. But hey, once we got going, whew, boy, they kicked ass. And it's an awesome song. It's called Balance Slays the Demon. And seriously, Ich bin gespannt, was Barry den Bullshit gemacht hat, um die dazu zu bringen. Oh, really? I didn't know you were a producer. Well, this was my first time. I mean, they needed a little bit of guidance, you know what I mean? I mean, don't get me wrong, these guys are the best. But it's the 21st century, man. Things just sound a little different these days. So, you know, I kind of stepped in there, helped them make it sound all cool, kind of jazzed it up. That sounds like a challenge. Oh, no, it was really easy, man. I was just, you know, like, hey, give it a little zing, you know? Let's take it to another level so it really rips. You know, let's just throw some really sweet synths in. Like that, you know, just kicked it up a notch. But it's totally Old Gods. Well, listeners, you can judge for yourselves. Here's Old Gods of Asgard and Balance Slays the Demon. Oh, yeah. Deep in the ocean of darkness, in the mirror of light, balance. I'm good, danke. Oh shit, ist das laut. Mann, es klingt nicht schlecht. Das klingt nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich attackiert werde, wenn ich dem zu lange zuhöre. Whose integrity has been suborned by the insidious touch of the darkness. He has experienced it himself, but merciful light burned away the darkness in his brain. Alter, was redest du da? Der Erzähler scheint auch jemand anders zu sein. Das ist nicht die Stimme von Alan Wake. Ich frage mich, wer der Erzähler ist. My writer's block got worse. I didn't sleep much anymore. My life with Alice seemed like a constant fight. I was a wreck. Alice took steps. She booked a vacation in Bright Falls, a small town in Washington. It was supposed to be a chance to break out of the cycle I was in. She didn't know about the darkness in Cauldron Lake. Ja, das ist praktisch der Start von Alan Wake 1, was er da gerade beschrieben hat. Mal gucken, ob wir vielleicht hier hoffentlich eine Waffenkiste öffnen können. Okay. Hallo Jungs, wie geht's? Ich habe ein bisschen Schrot übrig. Wollt ihr es mal kosten? Sehr lecker. Ja, siehst du, wieder ein zufriedener Kunde. Die wollen Nachschlag. Oh, wow, 2 Portionen. Der war hungrig, der Mann. Aber man, so bei der Fülle kann man auch gut davon ausgehen, dass er gerne eine Portion mehr isst. Oh, abgesägte Schrotflinte. 30 Seiten, ey. Wir haben gerade mal 15, glaube ich. Da war es so 9, 15. Wir haben 17 Seiten. Wir haben 17 Seiten.
Das ist ja nicht mal ansatzweise genug, um den ganzen Kram zu öffnen. Das sind Souvenirs. Lass uns zu Souvenirs gehen. Wir sind erst 2 Stunden dabei. Wir sind erst 2 Stunden dabei, wir sind schon in der letzten Map. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dass das Spiel so kurz ist. Kann nicht sein. Aber wir sehen hier noch... Hier sind ja nur 3 Seiten. Ich mache mir gerade Sorgen. Dass das Spiel wirklich nur 3 Kapitel lang ist. Oh! Die Pfeile der Armbrust können die schützende Dunkelheit um ihre Feinde herum durchbrechen. Auch ohne... Oh! Armor-Piercing praktisch. Kinas. Klingt interessant. Oh, das ist wahrscheinlich Night Springs da unten. Okay, ich bin gespannt, wie die Armbrust funktioniert. Okay, das ist wirklich ein Geschoss, das fliegt. The car seemed to sail through the crisp mountain air in slow motion, spinning around one axis almost lazily. The moment was hypnotic. Then it struck the pipeline in a shower of sparks, the impact turning the windshield into a burst of safety glass. As it hit the ground, I snapped out of my reverie. The car was rolling downhill, slowing down as every bump killed momentum but still coming. The fence wouldn't be enough to stop it. Oh, ich glaube, wir werden gleich fliegende Autos bekommen. Hat jemand zu viel Harry Potter geguckt? Oder Flubber? Kennt ihr doch Flubber? Oh mein Gott. Oh look, Mr. Hero's here. Hey. You ready to save the day? Oh. Wir haben gerade davon gesprochen. Geil. Nice. Das sind die Jungs, die sich zerteilen, wenn du sie mit Licht beschießt. Also kill ich sie einfach so. Weil die haben auch so, die haben kein Schild, kein Schattenschild, kein Dunkelheitsschild. Ich kann es einfach so wegbratzen. Ich sehe es. Gib mir. Sehr gut. It's been 2 years since I came here. Being that long without Alice breaks my heart. And I know it broke hers. I know she thinks I'm dead. How could I blame her for that? It would be a crime to pretend that she owes me anything. She took all the stupid, self-indulgent bullshit I brought into her life and still stood by me. Still loved me. It's no betrayal. But I'm a better person now than I used to be. I want to be that person with her. Okay, ja, aber dafür musst du aus dem Albtraum ausbrechen, ne? Und wir wissen, dass du hier nicht aus dem Albtraum ausbrichst. Denn Alan Wake 2 ist immer noch in seinem Albtraum gefangen. Okay, hier komme ich nicht rein. Aber hier, guck mal, hier ist Zeug drin. Da können wir garantiert noch reingehen. Okay, das ist der Projektor da drin für die Riesenleinwand. Was haben wir da hinten? Lass mal hier hingehen. Hier ist so garantiert noch eine Seite versteckt. Schön. Und ein bisschen Muni. Keine Manuskriptseite.
unten ist noch was. Ein Parkplatz. Lass mal ein bisschen Richtung den Stern gehen. Ah, nice, komm. Oh, ist eine unsichtbare... Oh. Ach, scheiße, unsichtbare Wand. Goddammit, warum? Lass mir doch den Spaß und lass mich durch die Pampa laufen. Eine neue Folge mit dem Psycho. Warte mal. Ich muss kurz die Munition nehmen. Dann schauen wir mal an, was er zu sagen hat. Kuckuck. Fängt er jetzt an, Tango zu tanzen? What? Oh, er hat ein Messer in der Hand. Holy shit. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Der gleiche Schauspieler ist ja auch wieder in Alan Wake 2 mit dabei, wenn ich das richtig verstehe. Der geht echt all in, ey. Aber der hat Spaß. Der hat Spaß, ey. Der amüsiert sich prächtig, der Mann. Der amüsiert sich prächtig. Okay, da unten werden wir gleich auf jeden Fall rumkorsen. Ich guck gerade auch, ob hier irgendwas Secret ist. Ah, ne, sieht nicht so aus. Hier waren wir schon. Okay. Dann lass mal gucken, wie wir da runterkommen. Ich glaube, wir müssen den Weg runter finden. Muss hier irgendwo sein. Oh, ich habe noch 3 Leuchtpistolenschuss übrig. Sollte ich bei Gelegenheit auch noch benutzen. Irgendwas hier bei der großen Tafel. Ich sehe nichts. Keine Manuskriptseite versteckt. Ist ein bisschen traurig, ne? Wow, guck dir den Nebel an. Holy shit. Ist fast, als ob da unten Silent Hill sein könnte. You are gonna shit yourself when you realize what I have done. Shut up! Schade. Ist aber interessant, dass Pfeile durch den Schatten, durch die Schattenrüstung gehen können, aber normale Kugeln nicht. Oh, noch ein Koffer. Wow, die Waffe ist mega stark. Warum sollte ich jemals eine andere Waffe nehmen? Ich kann damit Gegner instant killen. 20. Sturmgewehr. 20 Seiten. Wir haben, warte, 9. 10, 15. Mir fehlt eine. Mir fehlt eine Seite. Mir fehlt eine Seite. Gib mir einen Moment. Ich muss ganz kurz auf Toilette springen. Mir fehlt eine Seite. Unglaublich.
So. Ich bin zurück. Aber mal schauen, ob wir diese letzte Seite ist. Warum ist es immer eine Seite, die fehlt? Warum ist es immer eine Seite, die fehlt? Kamera. Fokus, please. Hallo? Ah. Warum ist es immer eine Seite, die fehlt? Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich trollen. Mal gucken, ob hier vielleicht was versteckt ist. Scheint nicht so zu sein. Ich habe das Gefühl, es gibt zu wenig Gegner. Ich habe das Gefühl, mit der Waffengewalt, die wir hier teilweise haben, müssten hier signifikant mehr Gegner sein. Vielleicht, also wenn das wirklich gleich zu Ende ist, wenn das wirklich die letzte Mission ist, dann machen wir das vielleicht gleich nochmal auf Albtraum. Nur mal zu gucken, ob sich mehr finden lässt. Jetzt kommt der Nebel rein. Holy shit, wie groß ist diese Tür? Zack. Die einzige Schwäche der Waffe ist halt, dass sie nur einen Schuss hat. Und dann du die dann nachladen musst. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Finde ich. Da ist sie. Let's go. Alice, my wife. The best thing that ever happened to me. Ich weiß gar nicht, ob das Sturmgewehr besser ist als diese Armbrust. Die Armbrust ist mega. I tried things I otherwise never would. I've never really minded if it's made me feel like a fool. She's a photographer, and the world she sees through her lenses is unique and beautiful. She has the vision. She sees things others don't and knows how to make them visible to everybody. She did it with me, too. She teased out things I was only vaguely aware of. She always saw me in the best possible light. Und du hast vermasselt. Mehrfach. Ich meine, die Dunkelheit hat ein bisschen nachgeholfen. Mit dem Vermasseln. Aber trotzdem. Das hätte man sehr gut vermeiden können, Alan. Hättest du einfach ein bisschen mehr mit deiner Lady geredet. Kommunikation ist wichtig. Was haben wir hier? Komm, Gegner, ich weiß doch, ihr wollt spawnen. Dass hier keine Gegner sind, ist so seltsam. Okay, I should be able to figure this out. Genau. Schalt die Wand an. Und nun? Ah, das war der Trick. Da haben ein paar Freiwillige gekommen.
Oh, fuck. Warte, ich hab noch eine Uzi. Einmal weggebratzt. Oh, Blendgranate. Wie gesagt, also ich bin erstaunt, wie entspannt dieses Spiel ist. Das waren jetzt was, 3, 4 Gegner? Oh, okay. Also kaum da Rede wert. Alan Wake 1 ist signifikant schwerer auf der niedrigsten Schwierigkeitsstufe als das Spiel hier. Signifikant schwerer. Soll ich hier lang gehen? Ist hier was Besonderes? Ah. Hier ist jetzt ein Weg offen. Ja, komm, lass uns das Maschinengewehr holen. Warum nicht? You have no idea how badly you're screwed. Das ist der Grenadier. Ha! Wir müssen ein bisschen aufpassen beim Zielen. Aber läuft eigentlich ganz gut. Du musst einfach, weil der Pfeil, ne, fällt sehr schnell runter. Sehr gut. Oh, guck mal. Was ist das? M16? Cool. 25 Schuss, ne? Sieht aus wie ein M16 aus dem Vietnamkrieg oder so. Ich bin aber nicht waffennah genug, um das exakt unterscheiden zu können. Der Sound, what the fuck? Sehr generischer Sound. Das ist echt so. Du. Also das ist. Oh mein Gott, ich habe auf meinem Amiga in den frühen 90ern Waffen gehabt, die hatten exakt den gleichen Sound. Was zum Teufel? Das Budget für dieses Spiel muss sehr gering gewesen sein. Lol, die spielen das? Ich meine, okay, wenn ihr wollt. Ich halte euch nicht auf. Ich finde es witzig, dass im Kino, im Autokino einen Film zeigen, wie unser böser Zwilling jemanden abmurkst. Wait. Oh, stimmt, ich hab vergessen, die können das. Laden. Licht. Alter, die Waffe ist komplett overpowered. Die einzige Schwäche ist, dass sie nicht durch die Dunkelheit schießen kann. It's so nice in the dark. I can smell you.
I can smell you out there. Ich finde übrigens Schatteneffekte. Holy shit, guck das an. Cool. Ja, gut. Zeit, die etwas notgeile Lady wieder zu Sinn zu bringen. Wo können wir den Strom hier anmachen? Was ist das? Ah, sehr gut. No, don't. Oh, it's not. It's you. Did you help me? Looks like you're feeling better now. Yes, I am. Thank you so much. I don't know what happened. There was this guy. Before you say anything, I know I look like him, but I'm not. Don't worry. You just don't feel anything like he does. He was in my head. Wir haben keinen schmierigen Anzug und schmierigen Haarstil. Where is he? That asshole wanted to get into the projector booth. Ellen, du He was brauchst doch talking einen about Hut, damit du fixing richtig things cool so the sun wirst. never comes up. God, it didn't seem that weird when he was saying it. It sounded really good at the time. You weren't yourself. The projector booth. That sounds about right. Okay. I need to get in there. I have the access code for the door. Here. Thanks. I'm just glad you showed up now. Ich meine, mit der Waffengewalt, die wir haben, könnten wir nicht einfach ein Fenster zerballern und da durch? Security. Do you feel up to telling me what's going on here? We have an art exhibition here, supposed to open tomorrow. I'm the curator. My name's Serena Valdivia. Alan Wake. Holy shit, it is you. I mean, I've seen you on the big screen. I know your wife. You know Alice? Wait. Big screen. Yeah, we have a film from her here. What the hell happened to you? Oh, sie hat auch Filme gemacht? Ich dachte, sie wäre Fotografin. Getting back to Alice. Oh, God, yeah, sorry. It's quite a coincidence that you're here. She made this short film. I mean, she shot it years ago. You're in it. It's a part of the exhibition. I'm in a film? Yeah, it's like... I mean, it's just footage she shot of you at some point, but she turned it into this thing. It's almost like a memorial of sorts, because, you know, you're supposed to be dead, or something. Okay, die Welt glaubt, wir sind tot. Huh. How's Alice? Also das ist zu erwarten gewesen. She's okay, I guess, all things considered. I know her pretty well. You're really Alan? I can't believe you're here. Nobody knows what happened to you. But there are people who say they've seen you. That wasn't me. He just looks the same. Like, you know. Yeah, but that guy's a lot more slimy. The thought of him makes me... I hate him, but there's something about him, this... God, he's so creepy. Unser Doppelgänger läuft herum und schwängert Frauen mit der Dunkelheit. What the fuck? Zum Glück kann ein heller Raum die Frauen wieder... ein heller Raum ist wie die Pille. Okay. Ich muss mich heilen. Bin ein bisschen verletzt. Ah, da. Ja gut. Dann gehen wir mal zum Projektorraum. Ooh. What the fuck? That's the security system? I guess it was too much to hope for an alarm and a fat rent-a-car. Poltergeist-Nonsense. Na gut. Oh, guck mal, da haben wir direkt alle eliminiert. Sehr schön. Ich darf hier nicht rein. Oh, warte, ich sehe gerade Sterne. Oh, okay. Okay. Ich habe die Sterne gar nicht realisiert, die auf dem Radar aufgetaucht sind. Dunkle Brunnen zerstören. Das Spiel ist so random, holy shit.
eine Granate werfen. Hopp. Easy. Kein Wunder, dass das Spiel einen Arcade-Mode hat, ey, weil das so, ich sag mal, actionlastig ist. Ich könnte ein bisschen mehr Action vertragen, wenn er schon all in diese The champion of light can feel the fragment Sparte of the schlagen signal will. in his pocket. The weapon that can change what will be. It's incomplete, but it's all he has. Es war spät abends. Der Sommer war schon fast vorüber. Okay. Oh, cool. Death Rally. Und solche Spiele habe ich tatsächlich gespielt. Solche Top-Down-Rennspiele habe ich tatsächlich auf meinen Commodore Amiga gespielt. Die haben mega Spaß gemacht. Aber ich weiß nicht mal, wie es heißt. Da bist du so mit Minis in so einer kleinen Kurve gefahren. Und deine Reifenspuren haben sich dann im Boden, wenn du am Driften warst, die sind auf der Map geblieben und so weiter. Das war richtig cool. Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Ich weiß leider nicht mal, wie es heißt. Tom the Poet. A pinprick of light in an ocean of darkness. Ah, okay. Das ist ja, den kennen wir ja aus der Hauptstory. Ah, okay, ich verstehe. Eine 9 Uhr PM ist, glaube ich, richtig. Was gibt's hier noch? Ah. Okay. Oh, hell, this isn't going right. Okay, wir werden jetzt in die Schattendimension You've been teleportiert. up to something, haven't you? Too bad it's not gonna do any good. I'm a better ich habe eine you than Uzi you und ein ever will Sturmgewehr. be, and I've got all the time in the world. Everything you've got's going to be mine. Your life, your wife. Cool, dass wir Live-Action-Footage haben. What are you gonna do about it? The sun's never coming up now. I could keep this up forever. Show yourself! Hinter dir. Whatever you say, buddy! Okay. Alan, wach auf! Wäre es nicht cool, wenn wir den dunklen, den bösen Alan spielen könnten und mit coolen Darkness Powers irgendwie herumhantieren können? Time itself twists and tears, sweeping the champion of light back with its dark currents. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is. A maze that loops back into itself. Aber wir sind zurück in der Loge. Okay, wir sind zurück am Rastplatz. Okay.
In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. Ach ja, die But this is an verfickten evolution. Vögel. Some of the Taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Gott. So ein bisschen wie Vampire, ne? Okay, wir sind jetzt wieder hierhin zurück teleportiert worden. Müssen wir das alles nochmal durchleben? Und finde ich so dann die anderen Manuskriptseiten? Oh nein. Also recyceln die Gebiete praktisch einmal. Oh, das Ding steht wieder. Oh, not birds again. What Shit. the hell? What the fuck? Okay. Oder steht, die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Hat sich hier alles resettet? I'm trapped in the darkness. He has started appearing to me. Mr. Sind wir in so einer Art Loop? He can travel back into the world effortlessly, and he loves to rub my face in it. At first, he was just an echo in the darkness, a flicker beyond the edge of my vision. Now he started showing himself, getting bolder all the time, telling me what a great time he's having in the world while I'm stuck here, and what he plans to do, especially to Alice. All the moves I have left are dangerous and desperate. I have no choice. I have to hunt him. Also scheinbar hat hier unser dunkles Ich uns in so einem komischen Loop gefangen. Weil das Ding steht wieder, der Satellit ist noch nicht abgestürzt. Okay. Das sind nervige Gegner. Und die MG braucht auch eine Weile, um nachzuladen. I don't make friends easily. I know plenty of people, but I don't let most of them close. I've known Barry Wheeler ever since we were little boys. We had the time of our lives. I'd get us in trouble, and he'd talk us out of it. Things haven't changed that much now that we're grown-ups. He's the most loyal and dependable person I've ever met, and all the things that count anyway. You could call him a weasel, and you wouldn't be entirely wrong. You could call him a clown, and I would reluctantly agree. But he has never let me down. Das stimmt, ey. Barry ist echt ein Typ, der kommt immer wieder. Der kam immer wieder zurück, um uns den Arsch zu retten. Er hat sogar kurz auf Rambo gemacht. So, ich check nochmal die Gebiete, falls wieder neue Seiten aufgetaucht sind. Und sie sind. With all the herbs, crystals, and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small-town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011, there were always going to be backward shit-kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Sehr gute Arbeit, Emma. Die muss sich gut informiert haben. Weil du brauchst auch, vor allem du brauchst spezielle Tools, um diese ganzen modernen Motoren zu reparieren, ne? Du brauchst diese komischen Auslesegeräte, um den Fehler zu erkennen und so weiter.
Das ist nichts, was du mal einfach so machen kannst. Oh ja, lass mal nach der Magnum gucken. Lass mal nach der Magnum gucken. Die müsste hier irgendwo sein. Und ist hier noch irgendwo Licht? Ich sehe kein Licht. Da ist Licht. Lass mal kurz heilen. Und dann die Magnum suchen. Okay, also wenn du echt ins Licht trittst, dann explodiert die Lampe. Okay, warte, wo war die Magnum? Die war in so einem niedrigen Bereich hier irgendwo. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Falls sie überhaupt hier noch existiert, weil das ist ja theoretisch eine andere Map. Aber die Shotgun lag auch da, wo die Shotgun vorher lag. Ah, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ja, hier ist eine unsichtbare Wand. Hier darf ich nicht lang. Okay, wir müssen woanders gucken. Aber es war trotzdem in dieser komischen Grube hier. Ja, von da kamen wir. Lass mal hier gucken. Oh, da vorne ist es, glaube ich. Ja, ich sehe ihn. Da ist der Koffer. Lol. Grafikfehler. Holy shit, let's go. Okay, wir haben eine Magnum. Barry Burton wäre stolz. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating wir on arbeiten dream logic. mit Traumlogik. Forcing the door Wir open spielen a crack klassische so I can slip Adventure-Spiele. through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put it in Arizona for one night. Mann, ey, diese ganzen klassischen Adventure-Spiele von Sierra und so weiter in den 90ern und so weiter. So um den Dreh herum und älter teilweise. Das waren der Nonsens, den du da machen musstest. Da kommt im Leben keiner drauf. Das war echt nur Trial and Error. Warum klingt es, als ob wir auf irgendwas komisches, knuspriges beißen, wenn wir Munition aufheben? Kann man hier rein? Schau mal an, hier ist eine Höhle. Cool. Oh, hier ist nichts. Wahrscheinlich werden wir hier von Spinnen attackiert oder so. Ich bin wahrscheinlich schon wieder viel zu früh hier. Normal sollst du gar nicht hier sein. Okay. Mehr scheint hier aber nicht zu sein. Aber wir haben unsere Magnum bekommen, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. So, lass mal gucken. Also, ich glaube, das ist der Grund, warum wir nicht
nicht mehr Sachen finden konnten in den ganzen Gebieten an Geheimseiten, weil du nochmal zu denen zurückkehrst. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story. This story. Okay, das ist also eine alte Night Springs Geschichte. Das erklärt, warum die ganze Verbindung zu Night Springs da ist. Okay. So this chick just came up to me and said she's my biggest fan. I know. They all say that, right? And she's giving me the eye. So I make a couple of moves. We have a couple of drinks. And then things start happening. But I say I have to go to the bathroom first. Uh-oh, right? She's got no idea. Watch this. This is gonna be priceless. Oh Gott, was will er jetzt wieder treiben? That's nice. I thought you'd Darf like ich das? that. Are you tense? Muss ich den Fernseher gleich ausmachen? Tense. Muss ich den Stream auf 18 plus stellen? Yeah? Don't worry. It's improving. Ja, Alan Wake Nightmare ist nicht 18 plus tatsächlich. Yeah. Wieder auf die Kamera. Yeah. Yeah. Hey, don't stop. It's just getting good. Oh, hat er ein Messer in der Hand? Alter. Yeah! Did you see that? Oh man, did you see her? Boom! Holy shit, ey. Das ist fucked up. Ja, dann guckt jetzt mit der Leiche zu Ende Night Springs. Weil im Fernsehen scheint gerade diese Serie zu laufen. Ihr könnt ja ein paar Folgen sehen, als wir Alan Wake 1 gespielt haben. Holy shit, ey. Emma? You here? Ah, hier ist noch ein Radio. Okay, people, it's Eddie Rodman here with a few hours to kill, and there's nobody I'd rather spend them with. Nobody else in the whole world. Oh boy, that'll land me in hot water when I get back home, won't it? Well, just in case my wife is listening, and you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception, honey, and the prettiest lady I ever saw to boot. But I'd really like to spend some quality time with you listeners, because, you know, tonight's one of those nights. You're sitting in the studio and you kind of... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Radio gehört habe. Also klassisch Radio, einfach nur im Auto oder sonst wo. Ich habe immer irgendwie Podcasts oder Hörbücher an, wenn ich theoretisch Radio anmachen könnte. It's times like these that I really wish that somebody would just call in and relieve my boredom. How about it? Anybody? Come on now, help a fella out. Our lines are open. Ja, ich meine, ich weiß, wo hier ein Telefon steht. Vielleicht können wir ihn anrufen. Warte mal, wie viele Manuskriptseiten fehlen uns noch? Oh, ein paar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten fehlen uns noch. Sechs Seiten fehlen uns noch.
Ich weiß, wo eine ist. Die ist nämlich genau hier. Kann ich eigentlich wieder rein? Nein, die Türen sind wieder zu. Und hier war die Uzi. Aber hier ist noch irgendwo eine Manuskriptseite. Oh, wahrscheinlich muss ich hier im Laufe des Spiels in das Gebäude rein. Oh. Nice, eine Blendgranate. Ja, wir müssen hier irgendwann rein und dann kann ich da an die Seite ran. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had, and then just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Oh. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, Ich and würde fast sagen, those things started dass showing sie die up, Frau and one of them in made off dem with the Fernseher battery. gerade war. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kind of remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do Ja, what I say. Das scheint sich immer wieder zu wiederholen. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Try to stay calm. You're perfectly sane. We're caught in Ja, a es ist eine time that's Zeitschleife. why this is happening again. I believe you. God, I feel like I might just lose it any second now. How come Ja, you're weißt du, warum not ich das sage, dass freaking sie das out war? over this? Sie hat hinten das von ihrem, von ihrem BH oder so, das Schwarze. Das war in dem Film gerade auch, wo wir den falschen Alan gesehen haben, den Mr. Scratchy. Thanks for getting this stuff for me. It's a big help. I hope so. Are you gonna make everything blow up at the oil field again? I have to. Well, whatever the hell else you might be, at least you're not boring. Druckluftnadler, hä? Ich will meine Magnum jetzt benutzen. Ich will meine Magnum benutzen. Just the battery. That'll save time. Okay. Wir wissen ja schon, wo das ist. Das ist in der Höhle, in der wir gerade waren. Wir werden jetzt also gleich wahrscheinlich mit Spinnen zu tun bekommen, weil ich habe da drin Spinnweben gesehen. Well, this should be perfectly safe. Knuffig. Now I just need her to charge this up. Easy, ich benutze bestimmt keine Magnum-Munition für euch, Loser. Ah, what? Wo kommt ihr denn her? Seid ihr aus dem Nichts aufgetaucht? Krabbelfreaks. Ist hier jetzt noch was aufgetaucht? Nur ein Oldtimer, nichts. Ist nichts mehr gespawnt. Okay. Nur Spinnen, mach mal keine Panik hier. Noch einer? Oh, da ist noch einer. Okay. Easy. Ah!
Ich habe keine Musik mehr. Ich glaube, es sind tot. Es war eine Menge... Oh, es sind eine Menge Sprünge. Holy shit, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich bin wieder fertig mit euch. Okay. Das sind wie Headcrabs, die krabbeln einfach aus dem Boden heraus. Das war der letzte. Okay, easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay, I'll charge it. Here. Try not to get killed. Okay, alles gleiche, alles nochmal. Und wieder nach oben. Alles wieder in die Luft sprengen. Und wahrscheinlich kommt dann eine Änderung im Skript. Holy, ich merke gerade, holy shit, der Revolver hat 8 Schuss in der Trommel. Das ist ein Monster, diese Waffe. Ein 8-Schuss-Revolver. Nebenkumpel. Okay. Nachladen. Well, here we go again. Better get ready to run. Ölfloss, Batterie angeschlossen. Okay. Das haben wir angemacht. Dann Licht. Und die Musik. Oh, jetzt kommt wieder der, ja, jetzt kommt wieder das Lied runter. Ich frage mich, ob man das Originalmanuskript auch lesen kann. Ja, das Originalmanuskript von zu den Warrior of Light. Oder Champion of Light, wie auch immer es hier heißt. Und wie weit es abweicht von dem, was wir tun. Should be in trouble. Better hurry. So, zurück zu Emma. Emma! I'm coming! Nice, er ist down. Er ist down, er ist down. Sehr gut, easy. Und tschüss. Oh, das sind die, die sich teilen. Okay. Einmal nachladen.
verteilen sich noch weiter. Quatsch, Quatsch. Kein Problem. Kein Problem. It's okay. It's safe now. I got a really bad feeling about all of this. Easy. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't Oh you? ja, was hast du? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was Okay, so sie war das nicht. charming. And then he went to the diner. Okay, sie war das also That's nicht. right. Dann I war das wasn't Mädchen, das er involved. I wasn't getötet hat, involved with jemand that at anderes. all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay, you got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't, and that thing, whatever it is, happened to me. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Also scheinbar behalten Leute ein bisschen so Déjà-vu-Gedächtnis. Was? The memory of her own fate haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. What the fuck? Ernsthaft? Das ist so fucked up. Das ist so fucked up, ey. Dann sagen wir ihr sogar, sie soll aufpassen und dann, oh ne, ich troll dich jetzt und kill sie instant. Me not likey. Oh, hier ist der tote Typ, warte. Da. Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Ja, die beiden konnten sich echt nicht leiden. Komischerweise. Ich habe nie ganz kapiert, warum die sich nicht mochten. Oh, na, weißt du was? Ich vermute, wir kommen hier noch ein drittes Mal hin. Wir kommen hier noch ein drittes Mal hin in das Stadtgebiet. Ja, wir kommen hier noch ein drittes Mal hin und finden dann die letzten Seiten. Deswegen habe ich jetzt keine mehr gesehen. Ist da noch irgendwas anderes, bevor ich weitergehe? Also ich hätte die Magnum gar nicht, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht aufheben können. Das gilt auch für die anderen Kisten. Die kann ich erst bekommen im zweiten Durchgang. It's said that nobody knows what the future might bring. But for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes Ob der Champion of Light in der Originalstory auch so in Time Loop war? And the same. In der Zeitschleife?
Okay, auf zum Observatorium. Also das... Wir machen also praktisch... Noch einmal das Observatorium, dann wahrscheinlich noch einmal das... Mount Redtooth. Dann noch einmal das Autokino und dann nochmal ein letztes Mal den Rastplatz. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Jetzt verstehe ich, wie das hier funktioniert. Okay, das ist so eine Mini-Time-Loop-Story. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. Okay. Ich nehme erstmal nicht das Schrotgewehr. Sieh dich. Warum bist du explodiert? Ist er von der Tür gekillt worden? Das sah aus, als ist er von der Tür gekillt worden. Oh, der Grenadiertyp. Hat der Grenadiertyp ihn gekillt? So wirkte das so, als ob der Grenadier ihn gekillt hat. Oh, praise be. You guys are coming through for me. A pretty little light just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again, I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! Did you know that, this is my dream job? True fact. Ist bitter. You suck, Eddie! Ja, das ist mein Traumjob. Also wie das hier mein Hobby ist und ich bin auch meistens allein oder der Chat ist sehr, sehr leise. Aber ich habe Spaß daran. So. Mal schauen, ob wir jetzt die anderen Manuskriptseiten finden. Und dann mit den anderen Waffen ein bisschen umspielen können. Also wirklich wirklich herausfordernd ist das Spiel ja nicht. Das müssen wir ja sagen. Selbst mit dem Standard-Equipment ist es relativ chillig. Eine Sniper-Rifle. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged. Almost unreal. Oh. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It'd been a hot day. The summer was nearing its end. But it wasn't over yet. Oh, das ist das, was wir schon gelesen hatten. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Und ich glaube, davon, was wir jetzt gerade hier gelesen haben, ich glaube, davon werden wir einiges in Control wieder erleben. Im Oldest House, oder wie es heißt. Guck mal hier, das ist neu. Oh. Der Schatten beobachtet uns. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world.
She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. Ich finde gut, dass es die Story von Teil 1 weiter ausbaut. Gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Ja, und da bist du meiner Meinung nach immer noch. Auch wenn er selbst das nicht sagt. Ich bin aber der Meinung, er ist immer noch im Cauldron Lake. Ich glaube, er ist immer noch die ganze Zeit dort unten. Und die Dunkelheit versucht die ganze Zeit, ihn unter Kontrolle zu bringen. Schafft es aber nicht. Weil Alan Wake sich konstant praktisch rausschreibt. Oh nein. Okay. Oh, das funktioniert ziemlich genau wie das alte Gewehr in Alan Wake 1. Nur es hat jetzt ein Scope, das du nicht benutzen kannst. Einmal heilen. Dankeschön. Und das normalerweise ist das Auto hier gewesen. Ja, hier stand das Auto vorher. Das hat sich auch verändert. Und hier waren Spinnen. Du kannst leider nicht so lange sprinten. Ah, daneben. Daneben. Oh, cool. Der hat sich schon verwandelt, aber wir haben noch gekillt. Ha! Get fucked. Die Natur von Geschichten. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Ja, das stimmt. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, so wie ich zum Beispiel Gordon Freeman besonders mag. Ein Charakter, der keine Persönlichkeit hat. Aber weil Half-Life 1 meiner Lieblingsspiele ist, vor allem eines der ersten großen PC-Spiele, die ich gespielt habe, einer der ersten richtigen Ego-Shooter, die ich gespielt habe, ist dieser Charakter so hart in meinen Kopf eingebrannt. Immer Spiele, vor allem hier Spiele oder Genres, wenn ich ein bestimmtes Spiel eines bestimmten Genres zuallererst spiele, wie, keine Ahnung, beispielsweise Bloodborne ist das erste Souls-Spiel, das ich in meinem Leben durchgespielt habe. Ich habe davor Demons und Dark Souls probiert, aber nicht, ich habe sie nie durchgespielt. Ich habe sie halt angefangen, zu 10% gespielt und dann aufgegeben. Und Bloodborne war das erste Souls-Spiel, das ich angefangen habe und wirklich hart durchgespielt habe. Und das ist automatisch dadurch zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Und danach habe ich halt Dark Souls durchgespielt und das Dark Souls auch zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Also für mich ist es immer die Spiele, die ich zuerst spiele. In einem Genre. Die ersten paar, die ich spiele, die verankern sich sehr, sehr stark in meinem Gedächtnis. So wie zum Beispiel das erste Doom, das ich gespielt habe, ist nicht Doom 1 oder Doom 2, sondern das erste Doom-Spiel, das ich gespielt habe, ist Doom 3. Und es ist mit Abstand mein Lieblings-Doom-Spiel, das ich tausendfach mehr durchgespielt habe als jedes andere. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on.
I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. I catch glimpses and echoes of the world. Sometimes I send messages out. I can only pray that they hear them. Okay. Also sind die Radiosignale, die wir hier hören, aus der echten Welt. Nehmen wir mit, dankeschön. Na Jungs! Alter, die Waffe ist crazy gut. Die Armbrust ist nur besser, weil sie durch den Schatten schießen kann, aber das ist nicht wirklich ein Problem, weil der Schatten relativ schnell verflüchtigt. Und damit nicht wirklich ein Problem für uns ist. Da, Shadow Boy ist mehr. Irgendwo ist noch einer. Da. Oh. Ich glaube, wir haben jetzt alles hier abgefarmt. Zumindest sehe ich keine Manuskriptseiten mehr. Oh doch, da ist noch eine. Da ist noch eine. Da. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Ah ja, Nerd. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Die Frau ist ein super Nerd. Komplett ihrer Faszination verschrieben. Okay, ich glaube, wir haben ja alles, ne? Ich glaube, wir haben ja alles. Oh, weißt du was? Okay, das fehlt noch. Die Besessenen. Vielleicht fehlt uns noch eine Seite hier. Vielleicht fehlt uns wirklich noch eine Seite hier. Aber so wie es aussieht, kommen wir hier auch noch ein zusätzliches Mal hin. Nehmen wir die Treppe. Oh, fuck. Okay. Nehmen wir nicht die Treppe. Scheiße. Müssen wir laufen. Müssen wir laufen. Ich frage mich, ob Alan überhaupt jemals erschöpft sein kann, weil er in einer Traumwelt ist. Oder ob die Traumwelt ihn am Leben hält. Warte, was ist, wenn ich hier runtergehe? Finden wir was? Irgendein Secret vielleicht? Ah, ich glaube auch nicht. Also es gibt immer so kleine Veränderungen in der Welt, in diesen Leveln. Nach wie vor, ich mag die Level. Die Level gefallen mir sehr gut in American Nightmare, aber es ist echt, du merkst die Schwächen dieses Titels sehr, sehr schnell. Da ist die letzte Seite. Ich werde versuchen, alle Seiten zu finden. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness.
The taken Mr. throws at me are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. I can't let them stop me. Combat Shotgun. Okay, ja, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal zurück, weil ich habe alle Seiten jetzt gefunden. Und ein paar sind immer noch unsichtbar. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Na, guck, sie hat auch Déjà-vu. Oh. Ein neuer Fernseher. Here we go. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Er ist so schmierig. Oh. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Stimme ich zu. Speaking of classics, you Uh. need to be careful with this one, though. Rasierklinge. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. Ich habe so Schiss, zu einem Barbier zu gehen. Weißt du, die Leute, die sich nur um Bart kümmern? Ich habe so Schiss, dass jemand mit so einer Klinge an meinem Hals rumfuchtelt. Oh Gott, ich hatte es. Es wäre viel zu gruselig, deswegen kann ich das nicht. You really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Panzerband, immer gut. Nichts geht über Duct Tape in jedem Universum. Okay, now guns. Not a big fan. Kann alles reparieren. Supposed to really connect with somebody with a bullet. I want you Oh, er to mag keine understand Pistolen, that. interessant. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks. Also das Gegenteil von Alan. Ne? Alan benutzt immer Taschenlampe und Schusswaffen, keine Nahkampfwaffen. Grundsätzlich keine Nahkampfwaffen gibt es in diesem Spiel. Auch im Vorgänger nicht. Der böse Alan, Gegenteil. Er mag keine Schusswaffen, weil man damit sich nicht mit seinem Opfern verbinden kann. Aber deswegen mag er Nahkampfwaffen unheimlich gern. Ich wäre gespannt, ob er die ganze Zeit versucht, uns im Nahkampf zu attackieren. Ob das auch der gleiche Grund ist, warum die Dunkelheit uns nicht mag? Warum die Dunkelheit mit Nahkampf grundsätzlich attackiert? I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Ich finde es gut, dass wir das jetzt alles im Schnelldurchlauf machen. Einmal Klick. I think we can give this a go. Although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Ja, wir reden mit dir. Ihr wisst, wie ich bin. Ich will das sehen. Wir haben noch Zeit. Es ist erst 18:23 Uhr. Wir sind gut in der Zeit heute. Es ist gut, dass ich so früh angefangen habe. Hello. I don't quite know what's going on. I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it.
I suppose I could call it magic. Magic. I don't believe in magic. Neither do I. Magic. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at Oh ja. hand. Sure. Ich hab but you have to Bioshock stop Infinite second-guessing gespielt. yourself at some point, if you want to get something done. Das ist eine der großen Erklärungen von Bioshock Infinite, dass dein Gedächtnis, wenn du in eine der anderen Dimensionen geschleudert wirst, dass dein Gedächtnis neue Erinnerungen erzeugt, die 100% fake sind, damit du nicht verrückt wirst. Eines der Nebeneffekte sind, dass deine Nase blutet. Spoilers, by the way. So, Zeit die Rohre zu fixen. Aber es zeigt mir nur ein Rohr an. Interessant. Die primären Rohre sichern, hä? Mal gucken, wo das ist. Wahrscheinlich diese, wo das Munitionspaket ist. Wo garantiert Wacht. Wo kommst du näher? Das ist wahrscheinlich da, wo das große Munitionspaket ist. Oh. Hier. Mal nachladen. Aber ansonsten... harmlos. Aber so langsam, ja, wir kriegen jetzt mehr Gegner als zuvor. Hallo. Ich kann sagen, ey, bisher... Oh, eine Menge Gegner. Okay, eine Menge Gegner. Oh, wo kommst du denn her? Oh fuck, ich bin fast tot. Okay, das Spiel dreht jetzt auf. Das Spiel macht jetzt keine falschen Sachen mehr. Wo ist der scheiß Grenadier? Arsch, ey. Ich habe vorhin doch gemeckert, dass es zu wenig Gegner gibt, ja? Jetzt kommen die Gegner. Holy shit, kommen die jetzt. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right. I'll start looking for the signal. Please, head back. Oh, fuck. Oh nein, die schlagen ein Auto auf irgendwas Wichtiges. I guess they didn't like that. Okay, wir konnten es aber stoppen. Sehr gut. Okay, schnell Munition holen. Und wir müssen uns heilen. Okay, jetzt im zweiten Loop deutlich mehr Gegner. Vor allem jetzt hier ab dem Observatorium, ey. Ich hätte vielleicht meine Flare benutzen sollen, meine Flaregun benutzen sollen. Ich habe völlig vergessen, dass wir die haben.
Holy shit. Mountain's trying to kill me. Holy shit, ey. Willst du mich umbringen? Aua. Hier. Okay. Ich habe nicht viel AP, deswegen macht mir das alles so ein bisschen Sorgen. Oh mein Gott. Okay, der ist weg. Okay. Da unten kommt irgendwas Großes angerollt. Okay. Warum noch juckt meine Nase plötzlich so stark? Ich wusste, dass es lebendig wird. Ich wusste es. Das ist von dem Anhänger da gewesen, ne? Das ist bestimmt rausgeflogen. Ja, guck, ist weg. Ich wusste es. Scheiß Alien, scheiß Dunkelheitsviech. Geht auch kaputt, ne? Ah! Das will echt nicht, dass ich mich heile. Schnell nachladen. Okay. Eine Idee. Fang's! Und BAM! Soweit so gut. Das können wir erst im nächsten Loop öffnen, ne? Ja. Das können wir erst im nächsten Loop öffnen. Halt deine Granaten, Loser. Auf! Weg von den Schattengranaten. Einer mehr. Ist immer noch einer mehr. Okay, die Musik hat aufgehört. Das soll es gewesen sein. War hier nicht noch irgendwo ein Radio? Warte mal kurz. Ah ne, warte, das Radio haben wir schon gemacht. Das Radio haben wir gemacht. Ich erinnere mich. Das Radio hatten wir zum Glück schon gemacht. Hoch! Ich finde ein bisschen komisch, dass er seine Waffen verstecken kann in diesem leichten Hemd. Ne, in Alan Wake 1 hat es noch Sinn gemacht, dass sein Gewehr verschwunden ist, weil er das in seinem riesen Mantel versteckt hat. Aber hier macht es nicht so wirklich Sinn. Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy Okay, now. wir kommen nochmal zurück, um das komplette Signal dann zu bekommen. If you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Dabei, da wird die ja in ein abgefucktes New York geschmissen, wenn ich das richtig verstehe. Zumindest, was ich in den Trailern gesehen habe. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages?
At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Okay. Change things. Ja, stimmt, das ist seine Absurd. Fähigkeit. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Eieiei. Deep. Das war alles schon sehr schwer für mich überhaupt zu erfassen. Aber ja, sie sieht das sehr trocken, auf eine sehr wissenschaftliche Weise. Und sie sagt, ja, das ist trotzdem, selbst wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ist es trotzdem unmoralisch, wenn man derartige Entscheidungen beeinflusst. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper. Am Ende wird die Waffe eine right hands. Die Sonne They sein, will also hold Quatsch. back the darkness. Ich habe vergessen, ob wir in Nevada oder Arizona sind. Ich habe es vergessen. Doch, Arizona steht sogar links. Okay, wir sind in Arizona. The last time the man came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Okay. Kurz wieder checken, ob hier irgendwas ist. Aber diesmal scheint hier nichts zu sein. Just Desert, so Cannibal's Tale, Sunrise. Sunrise ist das Unternehmen, das die Gundam-Serien macht. Ham, ein Dokument. Ham? Bei Ham ist Schinken. Eine Schinken-Dokumentation. Samurai vs. Conquistadors 2. Das klingt interessant tatsächlich. The Mexican Handoff. Das klingt schon wieder nach einem Sexfilm. Guck mal, wie viele hier sind. Oh, ich habe die Vermutung, hier kommen wir auch noch nach dieser Episode noch ein weiteres Mal vorbei. Wir werden versuchen, alle Manuskriptseiten zu finden. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on.
Okay, wir haben ziemlich weit unten. To change the world, you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. Ja, der Butterfly-Effekt, ne? My area of expertise, Ripples. the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. What you define may become reality, but so can that which you imply, even if you don't realize you're doing so. Ist so ein bisschen wie der Taucher. Wie hieß er? Thomas? Ich habe vergessen, wie er heißt. Der hat ja Gedichte geschrieben. Also, der war ja so ein Poet-Typ. Und bei ihm war es ja so, dass er auch die Fähigkeit hatte, praktisch Realität zu verändern. Aber nicht so dominant wie wir. You again? I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like it. Holy shit. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. Little wifey. Waiting at home for hubby. Die wäre ihm fast an die Hose gegangen. Or you could be the mailman. Or the neighbor. Guck mal, wie sie da steht, I'm already ey. married to someone who isn't crazy. Die posiert thanks. sich richtig. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. Oh shit. You know. We'll see how it goes. Kann sich ja kaum zurückhalten, ey. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty. I want to be nasty with you. Holy shit, ey. Okay. You could do anything you want. You can use my... Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more. But Ich sag I euch guess that was eins. too much to ask. Ich bin nicht so willensstark wie Alan. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, oh, okay, let's go. Dunkelheit, Following, wir sind ohnehin in einer Traumwelt, scheiß drauf. I was about to do the weather, but I see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, Er denkt viel über Schicksal nach. Wahrscheinlich hat er gerade an das Deutsch-Römische Reich gedacht. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose. Incomprehensible to Oh Gott, das ist Tau-Bullshit. For the greater good. Freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing only for their entertainment. Wie seine Stimme verzerrt wird. Perhaps we're just a twisted reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Holy shit. So wie er die Stimme gerade verstellt hat. Er ist der Erzähler. Zwischen den Leveln, immer. Er ist der Erzähler. Der Eddie. Okay, wir haben alles. Raus hier. Ich werde mal gucken, dass ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, zu ihr zurückzukehren, zu gucken, ob sie was zu sagen hat. Laden. Oh, ob wir jetzt, vielleicht kriegen wir die Tour jetzt auf.
Okay, here we go. Abgesägte Double Barrel. Aber wir sind auch nach wie vor noch auf der Suche nach Manuskriptseiten. Deswegen müssen wir einmal eine große Runde laufen. Und checken, ob hier irgendwo noch Seiten rumliegen. Ja, hier ist eine. Oh, Jungs. Sie ladet auch relativ schnell nach. Das erinnert mich so ein bisschen an Lover's Peak aus Teil 1. I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that, I'm strong enough to get where I want. Naja, so wie wir dich im Trailer von Alan Wake 2 gesehen haben, bezweifle ich, dass du wirklich ausgeglichen bist. Da sahst du sehr zerzaust aus. Aber da fehlt mir der Kontext. Ja, da fehlt ja der Kontext für uns. Warum er so zerzaust ist. Oh, hier liegt die... Hä? Oh, das hat die Magnum ersetzt. Oh. Die abgesägte Schrotflinte ersetzt die Magnum. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ja, du benutzt es wie eine Pistole. Okay, okay. Das ist natürlich, Das ist natürlich ein Ding jetzt. Du kannst mit dem Auto schmeißen, ich bin nicht mal in der Nähe. Ich glaube, ihm ist nicht klar, dass ich sehr weit weg bin. Ah, die Shotgun ist gut gegen die. Kannst du schnell 2 reinpumpen, dann sind sie instant tot. Nice. Ich muss einen Strom anschalten, damit das Nummernfeld funktioniert. Na, großer. Hier sind jetzt wieder nicht so gefährlich. Hier sind jetzt wieder wenig Gegner. Ein Fernseher. I want to talk about Alice. Just look at her. Fuck you. Really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring, too? We're that similar.
She's seen me a couple times, you know. I've let her catch glimpses. Oh. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. Oh, er kann sich in der echten Welt manifestieren. Also hat einen Teil der Dunkelheit gewonnen. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. Oh no. It's gonna be sweet. Wir dürfen den Frauen nicht an unsere Frau lassen. My darling wife. So. Was für ein Abschaum. So creepy, der Kerl. Ich mag aber, dass wir so eine richtig abgefuckte Persönlichkeit haben. Ich meine, der normale Alan Wake ist ja auch schon total kaputt. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Der Doppelgänger. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences, and none of them should be let loose in our world. He serves one of them. He'll open the way for them if I don't stop him. But he'll do more. He'll take over my life. He already has my face. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt everything. Unless I can stop him. Würde mich nicht wundern, wenn er praktisch versucht dann so zwei Leben zu führen. Der liebe, nette Ehemann und im Hintergrund ist da so ein bisschen absoluter, wie sagt man, so ein verdammter, nicht Auftragskiller, so ein Serienkiller. Und benutzt praktisch seine Frau und seine Beziehung, um das alles zu verschleiern. Und dann, wenn wir vielleicht irgendwann ausbrechen und in der Realität zurück sind, dann zerfällt das alles und wir werden des Mordes bezichtigt und all so ein Kram. I have created the weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. Oh. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Mr. is more powerful than I am, but he can't change the rules in the middle of the game. He's not a creator. I am. Ah, okay, das ist also nach der Ecke. Mr. Scratch kann die Realität nicht verändern. Er muss nach den Regeln spielen, die wir aufgebaut haben. Okay. Das gleiche gilt ja auch für die Dunkelheit. Die dunkle Präsenz oder wie auch immer du so nennen willst. The trap Mr. has set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime, he gets to toy with me. But that's why I have a chance. He's caught in this pattern just as much as I am. I know where he'll be, and I'm prepared. Die Frage ist die Realität, die er vorbereitet hat. In der wir vorhin gelesen haben. Die Frage ist das die Realität, in der wir gerade sind? Oder ist es die Realität von Alan Wake 2?
wo Alan in so einem verzerrten New York gefangen ist. Weißt du? Und habe ich hier nachgeguckt? Ich habe schon wieder vergessen. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir zurück nach vorne. Das wäre auch cool. Also entweder die Manuskript-Sachen, die weisen darauf hin, dass wir diese Realität hier zusammengeschrieben haben. Oder, also das ist das Wahrscheinlichere. Das ist das Wahrscheinlichere von beiden. Oder halt, die Manuskriptseiten deuten darauf hin, dass wir eine weitere Realität geschrieben haben, die uns dann das verzerrte New York schickt. Aber ich vermute, ersteres wird der Fall sein. Alles deutet momentan sehr darauf hin. Na, hier haben wir schon gesucht, Okay. Genau, und oben waren wir auch, da ist die Armbrust und eine gewesen. So, bleibt noch hier unten, warte mal. Eine Seite. Ja, ich glaube, uns fehlt nur noch eine Seite. Hier, und die restlichen Seiten sind dann im dritten Durchgang. Okay, warte, da ist der Eingang unten. Was ist auf der anderen Seite? Jetzt verstehe ich, warum das Spiel bis zu 8 Stunden hat. Wenn du gründlich sein willst und alle Seiten finden willst, dann wirst du ein bisschen Zeit brauchen. Shotgun. Jetzt Horden von Luschen auf mich. Was ist das hier? StarCraft? Macht so einen Circle Rush? Ich habe schon ewig nicht mehr StarCraft gespielt. Ich war aber auch nie gut in StarCraft. Aber weißt du, ich hoffe ja jetzt da, ne, um aus dieser ganzen Sache was Positives zu ziehen. Ich hoffe ja, dass Microsoft dann die ganzen alten Marken wiederbelebt. Ich meine, ich kann ja zumindest hoffen, oder? Ich darf doch mindestens hoffen. Wechseln wir zu MG. Ich habe genug von der Sniper. Hier ist auch nichts, ne? Mal kurz hier links schauen. Ja, hier ist auch kein Secret mehr. Ah. Okay. Dann ab zum Generator. Den Laden hier anschmeißen. Aber da ist die Seite. Es sind sogar zwei hier. Es sind zwei Seiten hier im Bereich. Okay. Wo seid ihr, Jungs? Ich warte nur darauf, dass ihr mich attackiert.
Ich würde sagen, wir checken erst hier außen, ob noch hier irgendwo die Seite ist. Wo es gerade so friedlich ist. Dann müssen wir uns auf dem Fluchtweg gleich nicht mal Gedanken darum machen. Wenn dann hier auch überall die ganzen Blitze herumspringen. Da ist er. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place. As long as I have my gun and the flashlight. Ich finde witzig, dass der Tag in Anführungsstrichen gesetzt hat. Weil der Tag der kurze Zeitpunkt, der kurze Zeitraum ist, wo du nicht von der dunklen Präsenz attackiert wirst. Okay, Zeit, das Ding anzuwerfen. Oh, was liegt da? Nice. Wie viele haben wir inzwischen? Oh, wir haben 7 Schuss. Das ist eine Menge. Serena Valdivia. For Serena Valdivia, burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist, she often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Ich bin gerade am Überlegen. Wie viel Zeit ist vergangen? Ich weiß nicht, ob der Trailer oder ob die das gesagt haben, wann Alan Wake 2 spielt. Wie viele Jahre nach Teil 1 es spielt. Weil das hier spielt jetzt... Wenn wir Alan Wake trauen dürfen, spielt das jetzt 2 Jahre nach Teil 1. Oh, ich sehe Spinnennetze, okay. Also das hier soll 2 Jahre nach Teil 1 spielen. Das ist natürlich die Frage. Wie viele Jahre nach Teil 1 spielt Alan Wake 2? Das ist eine andere Kombi. Okay, es ist diesmal einfach nur umgekehrt. Der mittlere muss oben sein. Ach, die Spinnenviecher schon wieder. Okay. Zieh dich. Menge Blitze. Ein schockierendes Erlebnis. Geh raus hier. Raus hier, raus hier. Kein Grund hier länger rumzugammeln als notwendig. Autsch! Das war gemein. Zum Glück regeneriert sich das oben links. Die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Ja, 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 ja. Bla, bla, bla. Sucker. Ich hätte ehrlich gesagt, dass unser Doppelgänger ein bisschen dominanter hier auftritt, weißt du? Er scheint aber wirklich dominant zu sein hier im letzten Kapitel. Ansonsten zeigt er sich nicht viel.
Wie viele Seiten fehlen uns noch hier im letzten? 4. So, okay, wir müssen ins Projektorgebäude, aber ich gehe erstmal... Oh, das schon wieder. Ich gehe jetzt aber erstmal zu der Sirena. Und mal gucken, ob sie was Neues zu sagen hat. Okay, das fängt wieder an. Weil die Dunkelheit weiß. Wir haben den Code. Na Jungs. Aua. Aua. Mal heilen gehen. Aber müssen wir die dunklen Brunnen zerstören. Okay, warte. Das ist kein Problem. Aber gut, das killt alle Gegner. Das killt alle Gegner automatisch, die das in dieser Brunnen spawnen. Die sterben automatisch, wenn der Brunnen zerstört wird. Kein Problem. Also die einzig schwere Stelle bisher war im zweiten Observatorium. Das ist wirklich die Horde von Gegnern gespawnt. Okay, das ist erledigt. Jetzt lass mal ganz kurz zu ihr zurückgehen. Und sie von der Dunkelheit. Wir müssen das Licht anschalten, um sie von der Dunkelheit zu befreien. Weil ich weiß, es ist nicht notwendig. Ich will es aber trotzdem machen. Kurz Munition. Ist auch gut, dass es meine Batterien wieder auffüllt. Weil du hast keinen anderen Weg, Batterien aufzufüllen. It's you. I guess you're back to normal again? I don't know if I'm ever gonna be normal, but thanks. I know you didn't have to come back for me like this. I couldn't just leave you like that. I'm sorry about the whole thing. Not your fault. At least I'm not Little Miss Whoreslut anymore. Ugh, that's just... Hey, thanks for not, you know, taking advantage. No problem. You don't seem too weirded out even though this is happening again. Honestly, that pales in comparison with having that thing inside my head. I mean, it's crazy, but... I understand. It can really mess you up. This is weird. I think what he did left something. I can feel that things are different. I just know that time's acting wrong. I don't know how to describe it. It's like I can sense it. I'm not surprised. The Alle close haben encounter déjà with these vu. forces, it stays with you. Changes the way you see things. Some people can't deal with that. They just lose it. Well, it's early yet. I'm not ruling anything out. Ich gehe davon aus, alle, die damit nicht umgehen können, sind die Besessenen geworden. Diese Schattenmenschen. Hey, ich muss aber sagen, ich bin sehr happy, wie jetzt der... Ich habe ein bisschen mit dem Greenscreen rumprobiert und das läuft jetzt deutlich besser als bisher. Ich habe ein paar Einstellungen verändert und das Ganze ist jetzt deutlich stabiler geworden. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Das Flimmern ist minimal geworden. Ich habe ein paar Einstellungen verändert heute. Ich habe ein paar Ideen gehabt. Ich kann das Problem noch weiter verringern, wenn ich bessere Beleuchtung irgendwann habe. Aber das wird noch dauern. No, it's a trap for me. I'm gonna have to go deal with it. Uh-huh.
And you got a plan, is that it? I think I have a chance. Yeah. Alrighty. Frau gerettet. Also nicht unsere Frau, aber eine Frau. Also in Videospielen hast du ja oft, in vielen Videospielen hast du ja oft meistens so die binäre Wahl, gut oder ein Arschloch zu sein. Ne? Und mir fällt es immer sehr, sehr schwer, vor allem beim allerersten Playthrough, böse zu sein. Weil ich mich nicht gut dabei fühle, die falschen, die nicht existierenden Gefühle eines virtuellen Charakters zu verletzen. Ich fühle mich schlecht dabei. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. Ah, okay, das ist das Ding, was wir bekommen haben. Cool. Ich weiß nicht, wozu das gut ist. Ich gehe davon aus, ich muss einen bestimmten Film am Ende einlegen oder so. Es war spät abends. Das ist nicht spät abends, das ist nachts. Das ist 2 Uhr morgens. Ich wundere mich, ob das falsch übersetzt ist. Sommer war fast vorüber. Soweit so gut. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film-Noir-Stil. Ah, und wie hieß er? Tom hieß er, okay. Aus Zerleins der Taucher. Scheinwerfer ließ er voll. Ein Scheinwerfer. Ah, hier. Okay. Mal schauen, was passiert. Na, war nicht genug. Time Loop! You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Ich mag seinen Stil. Ich mag seinen Stil. Time folds back on itself. Rise and shine, Dr. Freeman. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Runde 3. Each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Now the trap works against the Herald of Darkness. Okay, bevor wir weitermachen, muss ich noch mal ganz kurz in die Keramikabteilung. Wir machen sofort weiter, Kinas.
Da bin ich wieder. Ah. Warum bin ich schon wieder so unscharf? Kamera. Komm. Geht doch. Oh, hallo, Leuchtpistole. Die habe ich bisher fast gar nicht gebraucht. Ich glaube, ich habe sie zweimal abgefeuert. Guck mal, wir kriegen hier eine Menge Munition. Oh, ein Bossgegner. Holy shit. What are you, the King Hillbilly? In your face. Kurz den Loser hier wegschmeißen. Alter, die Shotgun ist besser als die Leuchtpistole. Blasphemie. Die Leuchtpistole ist eigentlich ein verdammter Raketenwerfer in Alan Wake 1. Oh, fast verpasst. Fast verpasst, ey. Gut, dass ich aufgepasst habe. Gut, ich habe gerade so im letzten Moment noch auf den Radar geguckt. Die alten Götter von Asgard. Thor and Odin Anderson, old gods of Asgard. I still don't quite know what to make of them. I know they used to be rock stars who modeled their stage personas after Norse gods. I know they're old. I know that in their day they fought the darkness as I do. I know they're demented and insane, ravaged by age and self-abuse. But there's something in them, something powerful that took hold when they were touched by the powers beyond. A thing that goes far beyond just stage names. Something godlike. Also die beiden Alten sind mega cool. Einer der besten Charaktere aus Alan Wake. Ich hoffe, die beiden leben noch in Alan Wake 2. Aber da das Alan Wake 2 wahrscheinlich noch ein paar Jahre weiter in der Zukunft spielt als das hier, befürchte ich, dass die beiden vielleicht schon tot sind. Right on cue, bubbling to the surface from untold depths, the horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Schon alles vorbereitet. Es ist schon alles vorbereitet. Wow. Die gute Dame hat hier schon überall Munition verteilt und alles vorbereitet für unser Ding. Holy shit, wie cool ist das? Okay, das ist cool, dass andere Charaktere halt auch schalten. Das gefällt mir, das gefällt mir. Die anderen Charaktere ändern sich ein bisschen an das Déjà-vu und haben schon angefangen, bestimmte Dinge vorzubereiten. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Frau hatte ursprünglich eine Manuskript und hat die gelesen. Sehr cool. Hier, fangt Jungs. Oh, du lebst noch? Oh mein Gott, ich habe gerade herausgefunden, der Sound ist nicht an den Schuss. Der Sound ist nicht an den Schuss gekoppelt. Der Sound ist nicht an den Schuss gekoppelt. Das ist einfach nur eine Sounddatei, die abgespielt wird, wenn man die Waffe benutzt. Also, ist immer. Aber der Sound spielt immer, egal wie schnell oder wie viele Schüsse rauskommen. Oh, das habe ich gerade im Slow-Mo gemerkt. Warte, ich muss hier erst einmal raus. Ich weiß nicht, ob da oben noch Manuskriptseiten sind.
Next stop, saving Emma. Okay. Sehr schön. Lass mal kurz gucken, ob wir noch irgendwo jetzt, ob wir auf der anderen Seite des Feuers Manuskript. Da sehe ich einen, links ist eine, okay. Ob wir noch irgendwo Manuskriptseiten sind. Ich will nur kurz hier gucken. Ah, hier ist keine mehr. Okay, weil da hatten wir gerade aufgeräumt. Sehr schön. Dann hier soll jetzt eine sein. Kann ich hier durch? Bitte sag mir, ich kann hier durch. Oh, Gott sei Dank. Da ist sie. The Anderson brothers should probably have been in a facility somewhere, despite their tendency to escape from such places. It could be argued that they had no business being on tour. Ja, das irgendein Haus, wo die ausgebrochen sind, their lives ist mostly ja durch die revolved Dunkelheit around the zerstört laundry worden. list of ailments and their endless quest for liquor. But Barry Wheeler managed them now. And whatever else they might say about Barry, he knew how to make things happen. And honestly, it wasn't like the Andersons were the most difficult clients he ever had. Okay. Dann will ich will gerne wissen, wie die schwersten Kunden von Barry waren. Obwohl, wahrscheinlich ist der schwerste Kunde von Barry Alan Wake selbst. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Und nach den ganzen Eskapaden in Bright Falls mit Alan und der Dunkelheit, glaube ich, kann dem Mann nichts mehr brechen. Oh, Manuskriptseiten, wo seid ihr? Wie viel brauchen wir hier noch? 3. Irgendwo sind noch 3 Manuskriptseiten. Ich gehe für 100%. Ich gehe für 100%. Ich bin nur froh, dass es nicht wie in Teil 1 ist, dass bestimmte Seiten in bestimmten Schwierigkeitsgraden versteckt sind. Da war ich kein Fan von. Hier ist einer. Der Riese. I have seen the darkness twist flesh into new shapes before. But encountering these giants is an extremely disturbing experience. It's as if the genre has been switched on me. There's something out of Pulp Fiction. Twice as tall as normal men and stronger than forklifts, their lumbering gait and slow-witted demeanor brings to mind some kind of mean-spirited caricature of a feeble-minded stumpfer Oger war hillbilly. der Typ. Der Riese, den wir gerade bekämpft haben. Aber der einzige Grund, warum das wahrscheinlich funktioniert, ist, weil wir nicht in der Realität sind, sondern weil wir in der Traumwelt sind von Alan. Wir sind in Alans Kopf. Bin auch entsprechend gespannt, wie sehr verzerrt die Monster in Alan Wake 2 sind. Wir haben ja schon in dem Trailer, den wir uns bei den Xbox Partner-Preview angeguckt haben, da war ja auch Alan Wake mit dabei, mit einer ganz kurzen Gameplay-Sequenz, wo so ein Monster halt so halb im unsichtbaren Wasser war. Das sah super cool aus. Emma und Mr. Scratch. Emma wasn't sure exactly when the man arrived at the motel. But from what she could tell, the party started almost immediately. It was infectious, spreading from one room to another. He was mercurial, almost as if he was flickering through the scene, telling a joke here, throwing an insult there, oozing sex and violence and excitement. She had never seen someone like this before. He looked at her and smiled, and she felt her heart flutter a little. She knew he was the kind of man mothers warn their daughters about, but she told herself it didn't matter. Uff. Uff. Nicht gut. Nicht gut, Emma. Die Old Gods im Studio. Okay, warte. Die müssen wir suchen.
Das ist die... Ist das die letzte Seite hier? Ja, das ist die letzte Seite hier. Vielleicht in der Höhle? Oh ne, die Höhle ist eingestürzt. Okay, in der Höhle ist es nicht. Da ist es nicht. Vielleicht hier bei den Ölpumpen? Hier ist noch das Gebäude. Oh, hallo Jungs. Kumpel. Es fehlt noch eine AK. Ich hätte noch gerne Kalaschnikow. Aber es passt wahrscheinlich schlecht zum amerikanischen Setting. Ah, hier ist keine. Ja, hier ist Schluss. Hier ist keine letzte Seite. Irgendwo muss noch eine sein. Wir finden die. Wir gehen zu 100%. Ist auch eine der die drittletzte Seite ist es sogar. Die letzte haben wir schon gefunden. Ich höre Gegner. Da. Oder die von mir verstecken. Ich bin euer schlimmster Albtraum. Es gibt diese eine Szene in, ist es Watchmen? Ich hab den Film nie gesehen, aber ich kenne diese Szene. Oh. Das ist cool. Warte mal. Guck mal, wie unsere Kugeln abprallen. Das ist ein cooler Effekt. So ein bisschen wie in Metal Gear Solid 2, wenn du gegen Fortune kämpfst. Das ist ein cooler Effekt. Wie die Dunkelheit die Kugeln abwehrt. Ne, wie diese eine Szene in Watchmen. Wo die den einen Typen... Oh, ich weiß nicht mal, wie er heißt. Das ist dieser Typ, der die komische Maske mit diesen komischen Tintenklecks-Bildern hat. Und auch einen Hut trägt. Und er sagt, nicht ich bin hier mit euch eingeschlossen, sondern ihr seid hier mit mir eingeschlossen. Irgendwie so sagt er. Wo ist die letzte verfluchte Seite? Ich glaube, ich hole mir die Magnum wieder. Und dann, weißt du was? Wir haben noch nicht... Oh, holy shit. Wir haben noch nicht mit der Nailgun gespielt. Die will ich noch ausprobieren. Deswegen, warte, wir lassen die Magnum mal Magnum sein und holen uns die Nailgun. Die habe ich noch nie benutzt. Ah, ein Fernseher, genau, Fernseher und Radio müssen wir noch checken. Und irgendwo die letzte Manuskriptseite auftreiben. Piep. So I've been thinking about Barry. I don't know what to do about him yet. I mean, I'm not gonna keep him around, that's for sure. Al? Ugh, little parasite. Oh mein Gott. Wir lieben hier Barry. Best friend. Really? That's the best you can do. Was für ein Arsch. Barry ist cool. Ich liebe Barry. Habe ich ja schon im Alan Wake 1 Playthrough gesagt, wie cool Barry ist. He plays the clown, that's a hard road to take. But I don't
no need him sticking his fat face in my business. Did you know he's been hanging out with the sheriff from that shitty little town? They keep in touch. Oh! Barry's about the only guy who insists that you're not dead. How about that? Barry. My man. Barry ist ein super Wingman, ey. Und er hängt mit dem Sheriff I might keep him alive for a aus Teil while. 1 ab. Sehr gut. Vielleicht sind die beiden ja, ne? Just to Vielleicht? see him go to Vielleicht haben die was pieces when I laufen. Ich fire hoffe. his ass. Yeah. Ich bin gespannt, ob die beiden auch in Teil 2 Ja. vorkommen. Yeah. Ich hoffe, dass die beiden in Teil 2 vorkommen. Not as long as I show up, I guess. Here we go. Okay. Wow, lag. Holy shit, was geht denn jetzt am Spiel? Holy shit, beruhig dich, Spiel. Fang, Bitch. Von du blöder Vogel. It's clear now. Okay. Well, art lovers, are you feeling neglected? You shouldn't. You know Eddie Rodman's got love for you, which is why I actually hauled myself out of bed Letztes Radio hier im before Bereich. just so I could record an interview for your pleasure. Enjoy. Now, as I'm sure you all know, the annual Night Springs Visual Art Show is coming around again, and that's a big deal for all of us that are in the culture business. If you can call it a business. That's a little controversial, I know. Oh, that's okay. Money makes the world go around, no doubt about it. And that's one of my guests here at the studio, Serena Valdivia. Oh. She's a curator at the Night Springs Gallery of Visual Arts, and she's in charge of the... Oh ja, das ist die Dame held this year at the im old Autokino. Night Springs Drive-In Theater. Hello, Eddie. It's great to be here. And let me just say that it's a wonderful venue. Absolutely. And with her is one of the filmmakers, somebody who's actually primarily known as a renowned photographer, Alice Wake. Hello. Alice, I've seen Oh, a lot unsere of Frau. your work over the years. It's very impressive. My wife's a big fan, actually. Oh, thank you. You've gained quite a bit of fame as a photographer, but that's not why you're here, right? You actually have a film. That's a little surprising. For me, too. I really wouldn't be here at all if it weren't for Serena. You two are friends, I take it? Yeah, we move in the same circles. So, about a year ago, I heard about all this footage she'd shot, and I got to see some of it, and then I started pestering her about actually putting it out there, because it was really good. I didn't really want to show it. It felt too personal. Well, yes, I can understand that. It features your husband, and he's, well... He's dead. I thought he was missing. It's been 2 years. This sounds awful, but yes, I believe Oh, he's dead. Ellen. Otherwise he would have, well, you know. Yeah, I understand. Well, hold that thought, and we'll be right back. Uff. Bitter. Das ist bitter. Wenn man die eigene Frau das sagen hört, ne? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Nice, letztes. Here we go. Die letzte Seite aus dem Rastplatz. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life, but he knew what he liked.
He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Okay, also doch nicht. Okay, da muss ich mich bei Barry entschuldigen. Ich dachte, er hätte da was gedreht, aber ne, er hat nur so ein bisschen halt ein paar Denkanstöße gegeben. Aber die beiden sind immer noch mega gut. Die Old Gods. Ich bin beeindruckt. Okay, jetzt fehlt uns nur noch 3 Seiten an der Sternwarte. Und 4 Seiten hier. Im Autokino. Wir haben es fast geschafft. Warte, ich will mich heilen. Kann ich mich hier irgendwo heilen? Ne, ist kein Licht da. Oh, shit. Okay. Was soll's? Yeah, thanks for saving me again. I'd hate to die before I'm scheduled to be murdered. I guess I have you to thank for setting everything up at the oil derrick. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? Ha! I appreciate nice. it. You took a big chance doing that. Are you okay? What do you think? I've died twice. I remember everything pretty clearly now. You said I was gonna be okay. I don't know what happened. Oh, it's not your fault. I think one of those, what did you call them? The takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. You seem calm. Okay, wir müssen uns Sicherheitskasten Tried kümmern. freaking out. It didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. I wanted to try to explain things to you now since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like 2 sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Or figments of somebody's imagination? Wow. I'm just gonna try to chill out and not think about that or getting murdered or anything, if you're cool with that. Gotcha. Das ist auch meine Philosophie. Weißt du was? Dumm, aber glücklich. So hab ich's gerne. Ich brauche nicht so viel Wissen. Ich bin lieber dumm, aber glücklich. Für meinen eigenen Seelenfrieden. Die Blindgranate nehme ich mit. Probieren wir mal die Waffe aus. Das ist nicht wirklich eine Waffe. Ja, die funktioniert ganz gut. Habe ich richtig genagelt. Die Waffe ist ganz gut, aber halt nur... Ja, das ist das gleiche wie mit der... Das ist das gleiche wie mit der Armbrust. Die Bullets droppen hart. Aber du kannst damit kämpfen. Also jede Waffe ist echt legit. Du kannst jede Waffe benutzen. Keine ist wirklich schlecht. Oh. Hab ich den Knopf nicht gedrückt? Sorry. Ich war so im Kampf vom Kampf vereinen und ich habe total verpeilt, den Knopf zu drücken. Okay. Licht ist an. Oh, da kann ich mich heilen. Supi. Okay. I really don't think they can get to the power now. Thank you. That's a relief. Here's the keys that you needed. Thank you. Hey,
I have to tell you, at the diner, I went there with him. The guy who looks like you, okay? I know I said that I didn't. Yeah, I figured. Want to talk about what happened at the diner? There was this guy from the observatory, and he just attacked the poor dude, smashed his face into the tabletop a bunch of times. It was horrible. I didn't know that he was gonna do that. I swear. And I just ran. I just left him there. I didn't even try to help. There was nothing you could have done. It's not your fault. Well, he's dead in that motel room now, so excuse me if I feel pretty shitty about it anyway. You shouldn't blame yourself. I just didn't want to get involved. I have this tendency to just drop everything. Ist crazy, and dass das run. alles nur eine falsche I don't Welt ist, think eine I'm a Traumwelt bad von person, Ellen. But I didn't even call the cops. I'm such a coward. If you'd called the cops, we'd have dead cops. He's not human. Do you understand? It's not your fault. But I could have tried to stop him. Believe me, if you had, you'd be dead. You seem to be doing a little better now. Yeah, I guess it just got easier once I got this thing off my chest. I Okay, just gut, feel dass der so Freak, guilty about it, dass er sich nicht mit dem especially Freak because I angelegt didn't hat. pick up on any of the warning signs. I just really liked hanging out with him, you know? He was smart and charming and funny and hot. The way you could be, I guess. I guess. What's the deal with this guy anyway? He looks like you, he uses your name. Why does he do this stuff? I'm not sure myself. Maybe he's just evil or my dark half. He does a lot of the stuff I'm trying really hard to get away from. Things that just messed up my life. I guess all those murders don't help either. Yeah, I could do Ja, die without the Frage ist murders das in the ein underworld. eigenes Wesen? Ist das eine direkte Parallelwelt, I need to get Parallelversion von uns mit Yeah, go. vielleicht I alles think I'm geflippt? good now, I hope. Good luck. If it all goes well, maybe this is the last time we meet like this. Ist die dunkle Präsenz, die wouldn't that eine be Kopie von great? uns gemacht Just hat? keep those lights on, okay? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Nice. Also ich wusste, es lohnt sich hier reinzukommen. Ich behalte mir die ganzen Leuchtpistolen-Schüsse behalte ich mir für den Endkampf. Ich spiele das hier wie ein Final Fantasy Spiel. Aber weißt du was? Gib mir das. Eine Blendgranate. Ja, es lohnt sich hier reinzukommen. Einfach nur für den extra Loot. Aber die Blendgranaten, die sind definitiv schwächer als im Vorgänger. Here we go. Vorletzte Level. The fate Glaube of ich. countless individuals hangs in the balance, threatened by Wir the sind jetzt bei machinations of the 4,5 Herald Stunden of ungefähr, ein bisschen Darkness. mehr. And yet, for a moment, the champion of light breathes a little easier. He has saved one life. For this moment, it is Na, enough. guck, wie der Innenbereich And des soon, perhaps, Motels jetzt hell he leuchtet. can put an end to this. Das ist das erste Mal, dass sie es geschafft haben, Emma am Leben zu halten. Auf zum Observatorium. Mount Red Tooth. Returning to the observatory for what he hopes is the final time, the man feels anticipation and dread in equal measure. Soon, he knows, he will have what he needs. Here we go. Wie viel brauchten wir? 4? 4 Seiten? 3 Seiten. Allgemeine Authentizität, Dr. Midas und Mr. Scratch und neue Realität, Fragment 3. Oh, und wir haben das hier jetzt. The film noir poster reminded me of Alex Casey, the detective's cool exterior never cracking even with the gun pointed in his face. In the back room, all the lights had been turned off,
except for the lone spotlight which illuminated the bright red fire extinguisher on the wall. Oh, das ist das, was wir... Okay. Das ist das, was wir bekommen haben. Hello, I was expecting you. I've already taken care of the imaging array, but you should still look into securing the primary coolant flow. With some luck, you may be able to light the area before these things even show up. Wie schön, dass sie schon alles vorbereitet hat. Ich mag das. Oh, letztes Radio hier im Bereich. Thanks for tuning in for the second part of our interview with Serena Valdivia and award-winning photographer Alice Wake. Now, Alice, we were talking about your husband, Alan Wake. Is that a sore subject for you? Well, a little bit. Of course it is. The way I see it, we had our good times and our bad times, and on the whole, we had a lot of good times. He really made me happy. I don't mind being reminded of it. So you're over him? I don't know if I'll ever be that, entirely. I still think about him every day, literally. I still find myself hoping for... Oh mein Gott, das ist der Doppelgänger von uns. I see him Was sie gerade sagt. standing somewhere, watching me. I think most people who lose someone they love experience things like that. But on the whole, I'm doing all right. 2 years is a long time to adjust, and I'm not really the type to wallow in the negative. Well, I know there are a lot of stories about Alan. He seemed to have something of a wild streak. That's not really what our show is about, though. Look, all that stuff really gets blown out of proportion. He had his problems, but it's really frustrating for me because people like to talk. They love to tell these crazy stories, and they never really knew him at all. Well, the character he created, Alex Casey, is a household name. The books still continue to sell. There's been talk of a TV series, a movie, a video game. Must be nice to know that his work is still being appreciated by so many readers. Yes, of course, but I don't really deal with the business side. I leave that to Alan's agent. That would be Barry Wheeler. Actually, I just interviewed him. He's currently in the music business. Mm-hmm. And he's also Alan's best friend. Do you two keep in touch? We talk regularly. Like I said, he handles the business side. I think we should talk about her film. Yes, of course, you're right. I'm Eddie Rodman, talking to Alice Wake and Serena Valdivia, and we'll be right back. Interessant. Also sie hat auch gesagt, sie sieht die Leute, die mir ähnlich sehen und so weiter. Lässt also darauf schließen, dass halt unser Doppelgänger in der Realität rumläuft. Das ist die Stelle mit der Horde. Seh dich, Kumpel. Nice. Also die echt die ausgewichen. Die MG ist mega stark. Das gleiche gilt für die Uzi. Und die ist hypergenau. Die streuen kein bisschen die Waffen. Das einzige, was streut, ist die Shotgun. Schnappen wir uns den Kram. Und schalten die Stromversorgung wieder an. Very good. I believe we're ready to look into the sky. Right there, Doctor. Mal gucken, was die Dunkelheit jetzt für uns... Oh, der Shit. Okay. Das kennen wir aber schon. Das ist nur eine Wiederholung vom letzten Mal. So, Wasser brauchen wir
3 Seiten brauchen wir. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich mit einer Menge Poltergeister zu tun bekommen. So gut. Hallo, Großer. Oh. Holy shit, ey. Aber das ist auch wieder gut. Auch wenn es Slow-Mo ist, der Soundeffekt läuft normal weiter, als auch wenn die Schüsse langsam rauskommen. Bei der Uzi. Ja, jetzt haben wir es bei der MG und bei der Uzi gehört. Also die Schüsse sind nicht an den wirklichen an den wirklichen Schüssen gekoppelt, sondern es ist einfach nur eine Sounddatei, die durchläuft. Noch 2. This act of creation is exhilarating and frightening. Subtext and symbols loom eager to take effect. Causality and consequence become domino chains that stretch into infinity. The more fundamental the change, the more unpredictable the variables become. Reality is too complex to control completely. Ordinary questions become meaningless. Who created who? What is really real? Everything is as real as everything else. You learn to let go of the things you can't control and go with the flow, or go insane. Okay. Also nicht mal auf Kleinigkeiten achten, sondern einfach nur das große Ganze steuern. So ungefähr, das versucht er, glaube ich, gerade zu sagen. Aber den Laden hier checken. Wir suchen immer noch 2 Seiten. Die Dunkelheit versucht mich zu gruseln. Mit Explosionen. So doof, dass sie... Oh. Okay. So doof, dass das Spiel nicht weiß, dass Jumpscares gegen mich nicht funktionieren. Ich bin immun. Ich bin immun gegen den meisten Horror, ne? Ich bin immun gegen den meisten Horror. Ich muss mich aktiv zwingen, mich zu gruseln. Es fällt mir aktiv schwer, mich zu gruseln. Ich habe mehr Angst vor Persona als vor Silent Hill. Und ihr wisst, warum ich Persona nicht mag. Oh, Manuskriptseiten, Manuskriptseiten. Ah, guck mal, der Erdrutsch ist nicht mehr hier. Ist auch schlau gemacht, dass die Fragezeichen, die Manuskriptseiten auf der Karte markieren. Ich habe dich gesehen, Bitch. Ist der despawned? So seltsam. Ich finde es cool, dass die Manuskriptseiten nur ganz kurz auf dem Radar auftauchen, immer nur für so eine Sekunde und dann wieder verschwinden. So ist es nicht allzu einfach, alles auf dem Radar zu sehen. Nee, ich will das Jagdgewehr nicht. Hier ist nichts? Nein, hier ist nichts. Hallo, Jungs. Oh. Werf eine Granate. Ja, gut.
Jetzt haben wir schnell nachladen. Oh, hat er alles nachgeladen? Oh, interessant. Ich war eigentlich jetzt fest damit gerechnet, dass ich jetzt alles nachladen muss. Lass mich was ausprobieren. Also wenn ich es leer schieße, ladet er automatisch nach. Aber wenn nicht... Aber wenn ich nur teilweise leer schieße, ladet er nicht nach. 21 Schuss. Immer noch 21. Warte mal, lass mich ganz kurz nachladen, antippen und Waffe wechseln. Das ist es. Wenn er mit Nachladen anfängt... dann reicht das schon. Die Nachladeanimation läuft im Hintergrund weiter. Das ist die Magic Juice von diesem Spiel. Da unten war, wir müssen nicht mehr lang. Also wenn ich nachladen beginne, geht das mit allen Waffen? Probieren. Ja, er ladet trotzdem nach, auch wenn du wechselst während der Nachladeanimation. Okay, cool. Gegner kommen. Ich riech sie. Ja, da sind sie. Irgendwo hier. Oh, da ist eine mal. Okay, ich sehe sie auf dem Radar. Ich habe sie gesehen. Und die Skriptseite ist nah. Wir machen hier einen 100% Playthrough. Wir sind jetzt bei fast 5 Stunden. Das heißt, wir sind gut dabei, das Spiel auf 100% zu kriegen. Hier so. Und schneller zu sein, als was How Long to Beat geschätzt hat. Es hat geschätzt 3,5 Stunden für schnell und etwas über 8 Stunden für 100%. The man before Dr. Meadows was handsome and slick. He moved with lazy confidence and didn't bother to pretend that he wasn't staring at her. She didn't mind, at first. Then the man flicked open the knife and shoved her out of the control room so she wouldn't hear the signal, whatever it was. Outside, she pulled her lab coat closed and thought about running. She didn't. She didn't think she'd get very far. Not from him. She never was entirely sure why he spared her. Vielleicht weil sie gut aussah. Die Professorin ist ja recht sexy. Ja, dürfen wir nicht vergessen, die Professorin ist ziemlich sexy. Würde mich also nicht wundern, wenn halt die weil der Doppelgänger von uns ist ziemlich notgeiler Bock. Würde mich also nicht wundern, wenn er, die sieht gut aus. Weißt du was, die lassen wir. Ne, dass er sich sowas gedacht hat. Wie viel brauchen wir noch? Oh, okay. Fragment 3 fehlt uns. Und das kriegen wir, das ist, glaube ich, der Ausdruck von der, wenn wir hier die Sterne beobachtet haben. Eine Auto-Shotgun. Combat-Shotgun. Schade, dass du nicht wirklich siehst, wie er das Magazin wechselt. Die Nachladeanimationen sind absolut minimal. Leider. Ja, du siehst, wie er die Hände bewegt, aber das Magazin geht nicht wirklich raus. Das ist ein weiterer Punkt, der zeigt,
auf was für ein Minimalbudget dieses Spiel gemacht worden ist. Cool, wir haben wahrscheinlich die stärkste Waffe im Spiel gerade bekommen. Oder zumindest die coolste Waffe im Spiel. Radio haben wir gecheckt. Hier hinten waren wir auch schon, ja. Wir können rein. Come on in. So, checken wir den vorletzten Fernseher, glaube ich. Oh, mit Spiegel, cool. This is what you look like. Does that bother you? I bet it does. I'm not just wearing your face, you know. It goes a lot deeper than that. There's a lot of you and me. All the best parts. At first, I was just an idea. But they kept telling all those stories about you. You already had that rep. Ja, das haben wir auch gerade im Radio gehört, dass er verschiedene Psycho-Geschichten hat. Das ist ja gerne bei Celebrities, bei so sehr bekannten Personen der Fall, dass Leute absolut irre Geschichten über die erfinden. Über Klatschblätter und so weiter. You can always count on Cauldron Lake. I'm just as real as you are. And I'm the improved version. No fears, no doubt, no weaknesses, no self-deception. Keine Schwächen, das würde ich nicht sagen. Das ist ohnehin sehr subjektiv. Eine Stärke von dir kann in den Augen anderer eine Schwäche sein. Und umgekehrt, eine Schwäche in deinen Augen kann eine Stärke in den Augen anderer sein. I know it bothers you that I'm like this. That I use your name, crawl my way into your life. But I only do it because I'm better at being you than you ever were. So funktioniert das nicht, Kumpel. Mr. Scratch. Er sieht aber sehr gut im Anzug aus. Er sieht sehr gut im Anzug aus. Das muss ich ihm lassen. Das Outfit steht ihm. Der Look und alles. Ach goddammit. Warum haben wir Musik? What the fuck is going on? Ist es Old Gods of Asgard? Munition. Gutes Lied. Tschüss. Nice. Warum die Rockmusik? There, I have it. But I wish these things would stop blatantly violating the laws of physics in my observatory. That's just rude. Are you all right? I'll live. I'm glad. I'll I
remember our previous encounters very clearly now. But technically, if this really is a loop in time, we've never met before. I don't know why our awareness persists, but it's bloody fascinating. Wenn wir schon so gut kennen, wollen wir nicht auf ein Date gehen? Meine Frau glaubt sowieso, ich bin tot. Weil ich fühle mich ein bisschen schlecht, die Dame im Autokino mit der was zu machen, weil die unter der Macht der Dunkelheit steht. Doctor? You know, I know physicists who would give 15 years of their lives for a chance to experience something like this. I'd imagine that being stalked by horrible axe murderers would curb their enthusiasm a little. Clearly you've never met hardcore physicists. Oh. I'm glad you're in such good spirits. Stimmt. But Ich sag nur Gordon Freeman. Yes, it's completed. Finally. Ich glaube echt, das war ein Witz. Das war echt ein Gordon Freeman-Witz. If all goes well, this should be the last time we go through the loop. You know, I just realized that I don't have any memory of what happens after you leave. What does that mean? I don't think it means anything. If everything goes well, you just keep going. I don't show up here like this again. No more bad guys. Things go back to normal. Let's hope you're right. I'd love the opportunity to look into this in more detail. Looks like you've accepted the situation. I'm a pragmatist. If this is a delusion, at least my first psychotic episode is anything but boring. Really, Mr. Waite, at the Wenigstens end ist die of the day, psychische I'm a Episode scientist. unterhaltsam. I love mysteries. I love not knowing. Whatever else this might be, it's absolutely fascinating. I wonder how far this reaches. Is everybody in the world experiencing this? Who knows? I think reality's probably pretty fragile right now. Doctor, I can see you're very Und enthusiastic die anderen Menschen, die wir about getroffen haben, sind ja this. I auch appreciate der ganzen a Sache bit of ein wenig discretion. angetan und erleben das ja auch wie Sie. Suggesting that we should Die paar, suppress die wir this? getroffen haben. No, you can do what you like, but I want you to leave me out of it. But surely, with the things you know, the things you've experienced, you can replicate any of these results. We could... Let me be blunt. If you drag me into this, I'll deny everything. I'll lie like my life depended on it. And writers are damn good liars. Das Word of stimmt. advice. This is things man was not meant to know territory. You get into this, chances are you'll open up a door into a world of hurt. Believe me, I know. I see. Okay, und das hat sich scheinbar ruhig gestimmt. Ja, mach nicht Pandoras Büchse auf. Wir haben es schon getan, wir tragen bis jetzt immer noch die Konsequenzen davon. In a strange way, he feels at ease. He is armed with his own words, and when the time comes, Ich mag die they will Doktorin, be die ist enough, cool. or they will not. For now, he's So nach dem content dritten to let Loop, the currents die take Charaktere him haben toward angefangen, mir the ans Herz final zu wachsen. confrontation. Auch wenn wir nur eine limitierte Konversation mit denen haben. Aber die paar, die wir haben, die reichen schon aus. Oh, letztes Level, wenn alles nach Plan läuft. Once more, we return to the drive-in. If he's aware of the absurdity of arming oneself with a few sentences and standing against a power that can pierce time itself, he doesn't show it. Wir sind The woanders. man has his share of weaknesses, perhaps more. But cowardice is not among them. Wir sind woanders hingefahren. Holy shit. Wir starten an einer anderen Stelle. Das ist unerwartet. Willst du nicht die Dame retten? Moment, lass mich ganz kurz was checken. Ja. Das Papier, das wir aus dem Drucker gezogen haben, ist die letzte Seite von der Sternwarte. Neue Realität, Fragment 3. I'd found her film from the pile of containers in the back. I'd threaded it into the projector. I swallowed hard, staring at the screen, Das hearing ist her der Film von voice. unserer Frau. The sunrise I Von remembered Alice. so well only moments away. And then Mr. was there, nailed by the projector's beam, caught in his own trap. He shouted at me, first in confusion, then rage. And then the sun came up and things started to burn. Oh. Da haben wir unsere letzte Seite. Okay. Wir müssen also den richtigen Film eingeben. Und es ist garantiert der Film von unserer Frau. Mit uns drinne. Das, worüber sie auch im Radio gesprochen hat. Oh, you got yourself a little plan, do you? Ha!
zu glauben, der lebt nicht. Habe ich nicht mit gerechnet. Die Shotgun hat ein bisschen langsame Nachladeanimation, aber davon abgesehen ist die mega gut. Okay. Die letzten paar Seiten noch. 4 Seiten brauchen wir noch. Oh, ich darf nicht raus. Ah, ich darf nicht raus. Okay, ich hätte gerne noch ein bisschen erkundet. Okay, aber jetzt müssen wir aufpassen, weil ich weiß nicht, wann der letzte Trigger ist. Und ich will wirklich die 100%. Ich will alle Seiten haben. Oh, einer von den Jungs, ne? Zieht euch. Die sind echt schwach, die Jungs. In der kleinsten Form. Die halten nur einen Schuss aus. Die Shotgun ist so geil, ey. Die zerlegt alles. Wir brauchen mehr Spiele mit Auto-Shotguns. So, ist hier noch irgendwas? Wir sind noch auf der Suche nach, bevor ich den Strom anschalte, will ich erstmal hier durchchecken, ob hier noch irgendwo was versteckt ist. Auf dem Radar sehe ich nichts. So, verletzt sind wir nicht, also gehe ich nicht ins Licht. Das will ich mir aufsparen für potenziell später. Hoffentlich kommen wieder nicht Spinnen. Ich mag die Spinnen nicht. Die sind nervig. Nicht gefährlich, aber nervig sind sie auf jeden Fall. Na gut, machen wir Strom an. Mal gucken, welche Kombi er diesmal haben will. Hier ist noch eine normale Shotgun. Oh wow, first try, holy shit. Oh, okay, der Mittelweg ist zu. Darf ich nicht durch, okay. Autsch. Zum Glück regenerieren wir uns wieder. Na Jungs. Ich schmeiß das Spiel wirklich viele Gegner auf mich, ey. Holy shit. Läuft aber. Bin immer noch full health. Oh, okay, du schließt mich hier aus, du Schwein. Okay. Wir müssen die andere Richtung. Wir müssen durch die Blitzecke. Machen wir einen Checkpoint. Aber wenn du Licht berührst, kriegst du auch einen Checkpoint.
Keine Gegner mehr? Oh, ein Poltergeist ist hier unterwegs. You're never getting out of this wake. Never! Don't worry. I'll take care of your wife and your life. Sicher, Bruder, sicher. Scheint so ein bisschen verzweifelt gerade. Here we go. Easy. Kein Problem. Ich finde wichtig, das Spiel mir jetzt immer Rockmusik gibt, wenn wir große Kämpfe haben. Das ist immer Old Gods, wenn ich das richtig verstehe. Wahrscheinlich wird das alles gemutet im VOD sein. Das würde mich zumindest nicht wundern. Nein. Ich wechsle doch nicht meine geile Shotgun aus. Blasphemie! So, aber immer noch, wir brauchen immer noch 4 Seiten. Erstmal hier an der Seite gucken. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob hier draußen was hängen könnte. Das ist so auffällig, dieser Außenbereich hier, weißt du? Aber mir wird nichts angezeigt. Komisch, dass dieser Außenbereich hier ist. Auch hier das Feeling von dem Gebiet hat sich verändert. Es ist jetzt deutlich dunkler geworden. Obwohl wir den Strom angemacht haben, ne? Oh, hier ist ein Einsturz. Da kommen wir nicht hoch. Wir müssen also den Weg hier nehmen. Okay. I don't know what you think you're doing, but I'll send you right back to the beginning. Na, Jungs. War so gut. Auch noch. Noch jemand? Okay, da ist eine Seite. Wir haben es fast geschafft, Ginas. Serena und Mr. When the Scratch. dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Ekelhaft. Ich stehe nicht auf diese Würgespielchen. Das ist nichts für mich. Oh ja, das erste Video, was wir gesehen haben, wo er den Typen killt. Oh, ne, aber wir gehen die Frau retten. Wir gehen wieder nach oben und retten die Frau, indem wir das Licht anschalten. Das habe ich nicht vergessen, auch wenn wir sie noch nicht getroffen haben. In dem dritten Loop hier. Wir gehen sie retten. Wenn das Spiel mich da hochlässt. Hier ist keine Seite. Aber Munition.
Ah, die Armbrust lassen wir sein. Die ist cool. Aber wir haben kein Problem mit der Dunkelheit. Die Armbrust, das Besondere an der Armbrust ist ja... dass sie problemlos durch den Schutz der Dunkelheit schießen kann. Du brauchst also nicht mit der Taschenlampe erst die schützende Schattenbarriere zerstören, sondern du kannst einfach drauf ballern. Und alle mittleren, leichten bis mittleren Gegner kannst du instant killen. Nur die großen und sehr, sehr großen Gegner. Für die brauchst du 2 oder 3 Schuss wahrscheinlich. Ich habe nicht versucht, einen der Oger-Typen da zu eliminieren bisher. Nee. Ich mag meine Schrotti mehr. Und meine Uzi. Für Schnellfeuer. Ich finde die Kombination ist sehr gut. Wie viel brauchen wir noch? 3. So, eine ist hier. Oh, Alice's Film. Das ist die letzte Seite. I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule. Moments snatched from times gone by. From a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Okay. Das ist eine Menge Munition. Also ich habe 8 Schuss für unsere Leuchtpistole. Hier ist nichts. Ne, hier oben ist nichts. Wie viel brauchen wir noch? 2 noch. Ich hoffe, 1 ist vorne beim Eingang. So. Auch zu. Okay, da ist 1. Aber wir checken auch noch hier. Nichts wird zurückgelassen. Hier schon nichts drin. Immer noch die gleichen Filme? Ja, sind die gleichen Filme. Alter, was für ein Sandsturm ist das dann bitte? Lass mal gut sein hier. So, da haben wir die vorletzte Seite. The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, ist das, warum wir in einer Wüstenumgebung sind? Dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Das ist der Grund für sein Outfit. Das ist der Grund für die Wüste. Cool. Okay, okay. Jetzt verstehen wir auch, warum wir in dieser Wüstengegend sind. Weil das einer der Momente war, wo alles glücklich war. Wo alles schön war. Hallo. Jetzt werde Licht. Oh. Hey. Hey. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain. Oh God, das ist ein ein movie that Ausdruck. keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up?
If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Yeah, I know. A lot of that'll pass with time. But being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process. And I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Yeah, well, there's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And Das ist die anyway, alte you're friends Frau with Alice, aus so, Alan Wake you know, 1. any friend of hers. Thank you. Ja, die war ja auch, die ist immer sauer, wenn Leute nicht regelmäßig Glühbirnen wechseln. Sie war ja die Geliebte von dem Tom, oder wie er hieß. Von dem Tauchertyp. Das letzte Radio. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia and renowned photographer Alice Wake. So, tell me about the film. It's called Sunrise, and it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe, but experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. Interessant, also sie geht vom Fotografen zum Filmmacher. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material itself is somehow shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works, because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo, showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. Scheint ein eigenes Leben zu entwickeln, ha? I'm glad you talked me into it. Ich frage mich, ob das die Macht von Alan ist oder ob jeder im Universum von Alan Wake praktisch diese Macht hat mit Medien, sei es mit Poesie oder mit Büchern, als Schriftsteller oder als Filmemacher. Jeder hat ob jeder die Möglichkeit hat, mit Hilfe von Medien die Realität zu verändern. Weil wir wissen, der Taucher konnte es. Der uns ja auch in Alan Wake 1 hilft, obwohl er schon eigentlich tot ist. Und wir wissen, ich weiß nicht mal, ob der Taucher echt ist oder ob den Alan Wake erfunden hat. Ich bin mir nicht einmal sicher darüber. Ne? Also ob jeder diese Macht hat oder ob, weil Alan das reingeschrieben hat, nur deswegen, oder hat vielleicht nur deswegen Alice die Macht, dass der Film so sein Eigenleben entwickelt. Schwer zu sagen. Konzentrierter Strahl. So cool, dass dieser Film läuft. Nur Zeit, die letzte Seite zu finden. What? You think whatever it is you're gonna do is gonna make a difference? This'll end up just like before! Er kann immer nur die gleiche Falle stellen, er kann nichts Neues erschaffen. Weg. Ihr seid alle kein Problem. Ihr seid nicht der Rede wert.
Vorsicht, Jungs. Hallo, zieh die Bombe, Mann. Holy shit, ey. Verzögerte Animation. Das ist auch etwas. Das ist etwas, was Alan Wake ein bisschen macht. Du musst mal warten, bis Alan seine Animation abgeschlossen hat, bevor es passieren kann. Das ist ein bisschen davon abhängig. Und das ist das letzte Manuskriptseite. Nice! Alle Manuskriptseiten gefunden. There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think. Vielleicht sind wir praktisch so wie die Dunkelheit eine so eine komische höhere Macht ist vielleicht das Licht, das wir haben, auch die gegensätzliche höhere Macht. Lass mich kurz die Dinger hier killen. Und dann machen wir den Fernseher an. Hier. Sehr gut. Es ist definitiv schwerer geworden. Sehr viel mehr Gegner, sehr viel aggressiver. Wir haben auf jeden Fall alle Seiten. Jetzt fehlt noch der letzte Fernseher. Sehr gut. Haben wir sehr gut aufgeräumt. So, auf zum Fernseher. Bevor wir irgendwas anderes machen. Können wir noch gleich an Munition aufstocken und Batterien aufstocken, weil da ist, glaube ich, eine Munitionsbox. Yep. Spiel? Oh mein Gott, erschreckt mich nicht so. Ich habe mich so erschrocken. Holy shit. Oh, hier ist noch Leuchtpistolenmunition. Okay, letzter Fernseher. I've been around for a while now, you know? Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate in the shadows. Not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken. But I do my best work in the dark. Oh, er kann also kurz im Licht, er kann eine Weile im Licht stehen. Er kann eine Weile im Licht stehen. So much darkness out there. It goes deep. And the things that live in it are vast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? Er hat seinen Sack ausgezogen. But up here? Er hat coole Weste an. Yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you. You party pooper. You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Okay, hat er mich hier schon 2 Jahre gefangen. Everything else? Do my thing. Weil so verstehe ich das gerade. Getting a bit of quality time with Alice?
That's a little something for me. And I deserve it. Damit ist alles abgeschlossen, Kinas. Zeit für einen Endkampf. Again, the champion of light enters the final trap. The new reality is almost here. All he needs to do is change the details of the scene, push it past the breaking point, and the rest will snap into place. Okay. Ich mag meinen Death Rail, ich muss das anhaben. So, also es war spät abends. Sommer war fast vorüber. Noir-Stil. Feuerlöcher. Alice Film. Ich hab echt Bock, so ein Spiel zu spielen. Da. Oh, come on, buddy. Sehr schön. Why don't you... Ah, cool. Wir kriegen wieder eine Live-Action-Szene. What is this? No. No. Wir löschen dich, Kumpel. You can't do this! All I did was take the things you always wanted and never had the balls to go for. It's my turn now. It's my life. It's my Überdramatisch. Oh, und es switcht zu uns. Cool. Oh, das ist ein cooler Effekt. Alan? Is it really you? It's really me. How? I love you. I love you. Yay, Happy End. Temporär. Nur, dass wir immer noch in der Dunkelheit gefangen sind. A man, two lovers, held apart for far too long, enveloped in the light of a glorious dawn. They both feel it. He's home at last. Are these actual events, or merely a dream? A memory? Or a glimpse of what is to come? Das war nur eine Folge von One Night thing Springs. is certain. This scene takes place in another time and another place, far, far away from Night Springs. Das ist nur eine scheiß Folge von Night Springs gewesen, pass auf, ey. Ah, wir haben es geschafft. Guck mal, hab ich gesagt? Wir schaffen es in einem Stream. Wir schaffen es in einem Stream. Let's go. Das war cool. Hat mir gefallen. Es hat ganz kleine Schwächen, aber es hat mir sehr gut gefallen. Die 3-4 Charaktere, die dieses Spiel hat, neben Alan. Der Böse.
Der böse Alan Wake. Und, warte mal. Ich mach mal eben meine Musik an. Ja, der böse Alan Wake war cool. Ich hätte gerne ein bisschen mehr direkte Action mit ihm gehabt, weißt du? Ich hatte gehofft, wir würden gegen ihn direkt kämpfen, dass wir noch so einen Bossfight gegen ihn haben. Das hat so ein bisschen gefehlt. Ein Bossfight am Ende hat gefehlt. Deswegen gegen mehrere Kopien von ihm kämpfen oder irgendwie so ein Quatsch. Das hätte ich noch gern gehabt. Und dass wir halt ein bisschen mehr Smack-Talk haben mit ihm. Aber er tauchte immer nur im Autokino auf, nicht in den anderen Gebieten. Ich hätte in den anderen Gebieten auch gerne ein bisschen mehr gehabt. Dafür haben wir ihn im Fernsehen gesehen, das war okay. Ja, die Mechanikerin mochte ich sehr. Ich war auch happy, dass wir es am Ende geschafft haben, sie zu retten. Dann haben wir die Professorin gehabt. An der Sternwarte, die fand ich mega cool. Die hat mir sehr gut gefallen. Die war sehr geil. Aber... Ne doch, die mochte ich am meisten. Und die Freundin von Alice... Die Freundin von Alice, die war, die im Autokino. Die wir immer von der schattenhaften Sexbesessenheit befreit haben. Ja. Das fand ich lustig. Boah, also die war so notgeil. Die war so krass notgeil. Jedes Mal, wenn wir mit der geredet haben, ey. Crazy. Und wie zu erwarten, als wir sie befreit haben, wie absolut angeekelt sie von ihrem eigenen Verhalten war. Also der schattenhafte Alan Wake, der hat echt irgendwie so eine komische Kraft, Leute zu beeinflussen. Und so wie er gesagt hat in dem letzten Video, scheint er in der realen Welt unterwegs zu gewesen sein. Unsere Frau hat ja in dem Interview auch gesagt, sie hat Leute gesehen, die wie wir aussehen. Er kann aber nicht dauerhaft in der Sonne sein. Er kann nur kurz im Licht sein. Er ist ein bisschen widerstandsfähiger als der Durchschnittsbesessene. Aber er ist nicht immun gegen Licht. Er kann in der Sonne nicht existieren. Aber er kann in den Schatten während des Tages existieren. Und ich vermute, so hat er sich Alice gegenüber gezeigt, immer wieder. Ja, sehr cool. Hat mir gut gefallen. Ich finde, das ist... Viele sagen, mein Bruder hat auch gesagt, du brauchst eigentlich American Nightmare nicht spielen, das ist alles Trash. Ich finde, das ist eine sehr gute Ergänzung zum normalen Alan Wake. Und das Gameplay macht sehr viel mehr Spaß als das Original Alan Wake. Es ist ein bisschen cooler gemacht. Es ist wirklich ein bisschen cooler gemacht. Und durch die größere Waffenauswahl, du kannst auch am Ende wirklich wechseln, weil du an den Koffern wieder vorbeikommst und deine Waffe wieder wechseln kannst. Kannst du dich ausrüsten, wie du willst. Am Ende mit der Waffe, die du willst. Und halt die Shotgun war mega cool. Und die Uzi mochte ich auch sehr gerne. Aber jede einzelne Waffe, die wir im Spiel hatten, scheint echt legit gewesen zu sein. Jede einzelne Waffe hättest du theoretisch bis zum Schluss des Spiels benutzen können. Also du brauchtest nicht die Auto-Shotgun benutzen. Die normale Shotgun oder der Karabiner und die normale Pistole waren mehr als gut genug. Um das Spiel durchzuspielen. Und du hast immer noch die Leuchtpistole für Notfälle. Ich muss aber sagen, die Blendgranaten und die Leuchtpistole sind beide nicht so mächtig wie im Original Alan Wake. Oh, hey Barry. Al? War kein Dialog. Das war's. Also der letzte Film. Hier nochmal, weil es ein bisschen blöd war.
bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein Traum von... Ob das ganze Spiel ein Traum von Barry ist. Ja, Musikvideo kann ich natürlich nicht spielen. Traue ich mich nicht. Haben wir alle gefunden? Alle Manuskripte gefunden? Guck mal, ich hätte nicht gedacht, dass wir daraus einen 100% Playthrough machen, so in unserem Casual Way hier. Und hier haben wir noch die Pistolen, die Waffen. Lass mal kurz gucken. 9mm Pistole, Standardwaffe für die meisten Situationen. Zuverlässig einfach zur Hand haben. Das ist die Waffe, mit der du startest. Revolver. Mehr Feuerkraft. Aber weniger Munition. Braucht deutlich länger zum Nachladen, ja klar, weil du jede Kugel einzeln reinpumpen musst. Das täuscht die Pistole aus Teil 1. Nicht effektiv, präzise, allerdings schnell und verfügt über ausreichend Munition. Ja, die hat sehr viel Munition. Das ist eine gute Waffe, muss ich sagen. Die hat Spaß gemacht. Leuchtpistole. Die Schrotflinte war auch sehr stark. Und Karabiner war okay. 2 Schuss für einen Standardgegner. Oh ja, hier. Das ist ich fand die Armbrust sehr gut. Die Armbrust war richtig geil, weil damit konntest du einfach durch den Schatten schießen. Vorteil der Armbrust, sie kann die Dunkelheit um die Feinde herum direkt durchdringen, genau. Also während Pistolenkugeln herumfliegen, der Pfeil oder der Bolzen in dem Fall geht direkt durch die Barriere, durch Feinde durch. Alles, was dumm genug ist, sich in den Kugelhagel zu stellen, wird zerfetzt. Ich habe gemerkt, bei der Maschinenpistole, bei der Uzi, es reicht aus, einfach in Bursts anzugreifen. So brrrt, brrrt. Das reicht mehr als aus. Du brauchst nicht gedrückt halten. Ausgenommen bei den Ogern. Oder bei den sehr, sehr großen Gegnern. Da lohnt sich durchzudrücken. Die Magnum war okay. Oh, guck mal, sie hat Durchschlagsschaden. Wenn hinter ihm ein zweiter ungeschützter Gegner steht, bekommt der auch noch etwas ab. Cool, okay, also die hat Durchschlagsschaden, die Magnum. Oh, und die kann, okay, das Jagdgewehr hat auch Durchschlagsschaden. Ich habe echt das Gefühl, es gibt eine Pistolenvariante und eine Gewehrvariante für alle Arten von Waffen. Na, das Sturmgewehr ist praktisch das Gegenstück zur Maschinenpistole. Auch hier brauchst du eigentlich nur Bursts. Ne, 3, 4 Kugeln, der Gegner ist spätestens dann tot. Wenn nicht schon vorher. Die abgesägte Schrotflinte ist erbärmlich ungenau und hat eine lächerliche Reichweite. Auge in Auge mit der Gefahr kann sie aber schnell zum besten Freund werden. Ja, die ist sehr stark. Die Waffe ist sehr stark im Nahkampf. Aber sie ist mir ein bisschen zu ungenau. Und da fand ich andere Waffen besser. Reichweite und Präzision lassen etwas zu wünschen übrig. Andererseits ist diese Waffe wirklich durchschlagend. Und sie ist halt vollautomatisch. Wenn sie vor ein paar dicken Brummern umbringt, mit der Combat Shotgun, ja, das ist mit Abstand die beste Waffe im Spiel. Das Ding zerreißt alles auf kurz- und mittlere Entfernung. Leuchtfackeln und Blendgranaten, ja. Sehr gut. Ganz klar, beste Waffe, meiner Meinung nach. Und für Pistolen mochte ich die Uzi sehr. Magnum ist auch sehr gut gewesen. Und der Rest ist in Ordnung. Ja, aber Magnum und Uzi haben mir am besten gefallen für den Pistolen. Leuchtpistole fand ich ein bisschen schwach. Die tötet echt nur den Gegner direkt vor dir und alles andere wird nur gestunt. Zumindest wird der Schatten von den Gegnern allen zerstört. Aber ansonsten sterben die nicht, werden nur gestunt. Nur der Gegner, den du direkt triffst, der scheint zu sterben. Yukinas, das war auf jeden Fall Alan Wakes American Nightmare. Ich fand's gut.
Besser als ich gedacht habe. Auch etwas länger als ich gedacht habe. Aber wir haben sie jetzt, wir haben 100% gespielt zu, ja, in was? 5,5 Stunden plus minus ein paar Minuten? Ja? 5,5 Stunden für das ganze Spiel. Also weißt du Bescheid. Und wir haben halt alles gefunden. Also ich kann verstehen, warum Leute das in 3 Stunden durchspielen können. Und es gibt noch Arcade-Action, ich weiß aber nicht. Was ist das? Lass uns mal einmal kurz spielen. Einmal nur ausprobieren. Willkommen im Arcade-Modus. Ihr Ziel besteht darin, bis zum Sonnenaufgang zu überleben und die höchstmögliche Punktzahl zu erreichen. Sie bekommen Punkte, wenn sie Besessene zerstören. Der Punktemultiplikator steigt, wenn sie Feinde zerstören oder ihnen ausweichen. Bei feindlichen Treffern wird der Multiplikator auf 0 gesetzt. Waffenkisten im Arcade-Modus können sie öffnen, indem sie im Story-Modus... Okay. Wir haben alle Manuskripte, wir können alle Waffenkisten öffnen. Make them pay for every inch. Okay, jetzt lass uns Survival-Modus. 10 Minuten überleben. Das ist eine Waffenkiste. Nein, die explodieren nicht. Ich wollte nur sicher gehen. Nice. Ein Jagdgewehr für mich. Ja, wir probieren den Survival-Modus mal aus. Zumindest die Map. Aber danach machen wir wahrscheinlich Schluss. Weil ist schon fast 9 Uhr. 9 Uhr ist ja unsere reguläre Stoppzeit für Streams. Das war auch länger, aber da heute Sonntag ist, morgen Montag ist, muss ich ja leider arbeiten. Da will ich nicht wirklich überziehen. Nächste Angriffswelle. Okay. Der ist down. Ich brauche Moni. Dringend Munition. Die kann ich zerstören. Schade. Oh, ein Revolver. Nehmen wir den Revolver. Ja, Leuchtgranaten. Nachladen. Soweit läuft's. Wir haben 4-fach-Multiplikator inzwischen. Und das ist eine Munitionsbox, cool. My beloved. Here we go. Okay. Ah, die Uzi ist so geil. Das ist so eine gute Waffe. Okay, heilen muss ich mich noch nicht. Von den Explosionen.
Oh, fuck. Das Licht. Ich vergaß, dass es Gegner gibt, die sich teilen können. Ich bin gerade. Die kamen nicht so oft vor, wie ich gedacht habe. Die Splitter. Okay, wir haben die Hälfte der Zeit geschafft. Hier ist ein Revolver. Pistolenmunition. Licht. Okay. Da kommt ja, okay. Oh, ein großer. Ein großer weniger. Wag es gar nicht. Flashbang. Ein Headshot. 2 Headshot. Oh, fuck, einer schmeißt mit Granaten. Arschlöcher. Okay, der ist down. Ah, ich bin ausgewichen, du Bitch. Okay. Uiuiui. Nice. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Das Jagdgewehr ist zwar stark, aber das ladet so lahm nach. Regeneriert sich der Munitionskasten nicht? Das ist natürlich problematisch. Nee. Kein Ansturm auf mich, bitte. Ich finde sonst keine Waffenboxen mehr. Okay, 3 Minuten noch. Oh, fuck. Pistole. Okay. Nope. War so gut. Oh, ist einer von denen. Warte, nicht die Taschenlampe benutze. Einfach so killen. Damit er sich nicht weiter teilt. Oh, da schmeißt einer mit Granaten. Manchmal siehst du die kaum. Goodbye. Ich muss sagen, das macht aber Spaß. Der Modus ist cool. Nur 90 Sekunden noch. Sehe ich. Okay. Oh, weg! Okay, nachladen. Schnell!
Weg. Oh, daneben. Ah, direkter Treffer. Stirb endlich. Sehr gut. Nice. Ich sehe keine Gegner mehr. Da kommt eine ganze Horde auf mich zu. Hinter mir! Nice. Sonnenlicht, here we go! Ha! Cool. Aua. What the fuck war das? Granate? Cool. 64 gekillt haben wir. Wir haben sogar 3 Sterne bekommen. Und damit haben wir noch mehr freigeschaltet, okay. Cool. Also das ist der Arcade-Modus. Das ist einfach nur ein Survival-Modus, wo das so 10 Minuten überleben muss. Macht auf jeden Fall Spaß. So als kleines extra kleine Dreingabe ist das ganz gut. Ja, also sehr... Das sind auch einzigartige Maps, ne, weil den Friedhof gab es nicht in der Hauptmission. Das ist eine einzigartige Map, die nur dafür ist. Weißt du was? Es würde mich nicht wundern, wenn diese Maps hier... Wenn diese Maps hier so ein Überbleibsel von Ideen waren, die nicht mehr ins Spiel bekommen haben, aus welchem Grund auch immer. Und dann gesagt haben, weißt du was, machen wir jetzt Survival-Modus raus, fertig. Dann haben die einfach so einfach in die Map reingeschmissen und einfach Monster-Spawns reingesetzt, überlebt 10 Minuten, fertig. Würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn die das gemacht hätten. Okay, Kinders. Ich muss sagen, also wie gesagt, Alan Wakes American Nightmare war besser, als ich gedacht habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte mehr Spaß damit, als mit dem Original Alan Wake. Remastered damals. Ich muss auch sagen, ich habe Alan Wake Remastered, das ist schon das 3. oder 4. Mal gewesen, dass ich dann Alan Wake gespielt habe. Das heißt, für mich war das schon, wie sag mal, alter Tobak, irgendwie so, ne? Ist schon ausgelutscht gewesen für mich, das Spiel. Weil das Spiel ist sehr, wenn du das erste Mal spielst, ist es cool. Alan Wake, weil du da versuchst zu verstehen, wie das Mysterium ist. Warum passieren die Dinge, wie sie sind? Warum sind Manuskriptseiten hier, die von komischen Dingen sprechen? Das ganze Mysterium zu entziffern beim ersten Mal ist super cool. Aber sobald du das Rätsel rausgefunden hast, macht es eigentlich kaum noch Spaß, das Spiel zu spielen, weil es halt sehr, sehr einsilbig wird. Vor allem, was das Gameplay anbetrifft. Das ist sehr, sehr langweilig, weil es nicht so viel Gegnervielfalt gibt. Die Gegnervielfalt hier in American Nightmare ist deutlich besser. Du hast halt Gegner, die Granaten werfen. Du hast Gegner, die sich splitten können und dadurch schwächer werden. Du hast immer noch den Poltergeist, aber halt massiv weniger. Du hast den großen Oger, der mich nicht einmal getroffen hat, glaube ich, im ganzen Spiel. Aber halt unheimlich viel AP hat. Du hast die großen Jungs, die dich anstürmen. Aber die gab es auch im Original. Oh ja, einen Gegnertyp gibt es hier weniger tatsächlich. Die ganz schnellen Flitzer, die sich halb unsichtbar machen können und aus deinem Sichtfeld sprinten können. Die gibt's hier nicht. Das waren ja immer besondere Bossgegner. Oder so Elite-Gegner waren das ja. Die waren immer sehr wenige, aber sehr gefährlich. Die gibt's hier gar nicht. Aber die haben, ich glaube, daraus haben die komischen Rabenmonster gemacht, ne? Während es die Rabenschwärme nicht mehr gibt, die haben daraus die Rabenmänner gemacht. Die sich halt in Vögel verwandeln können, ein bisschen herumfliegen und dann wieder sich in einen Menschen verwandeln und dich dann attackieren. Und die Spinnen sind neu. Die Spinnen sind auch neu. Also ich mag die Gegnervielfalt hier viel mehr. Sehr viel abwechslungsreich. Auch wenn der Großteil immer noch Menschen sind, aber trotzdem. Und das, was ich in den Trailern zu Alan Wake 2 gesehen habe, da werde ich, glaube ich, nicht viel meckern können, was Gegnervielfalt angeht.
Da haben wir schon einen Trailer, was ich da gesehen habe, da bin ich schon Hype. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten, dass wir dazu kommen. Das wird richtig cool. Also auf jeden Fall, das war American Nightmare. Wir werden dann mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir direkt mit Control weitermachen oder was anderes. Denn ich werde auf jeden Fall noch 1, 2 Horrorspiele spielen. Ich weiß aber noch nicht was. Weil Control ist nicht wirklich ein Horrorspiel. Control ist mehr ein Mystery-Spiel. Aber es hat halt auch in der Welt von Alan Wake zu tun. Deswegen will ich das als nächstes spielen. Also Control werden wir wahrscheinlich demnächst anfangen. Und ich muss mal gucken. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe Until Dawn. Wir konnten diese ganzen Spiele von wie heißt die? Supermassive Games? Ich bin mir nicht ganz sicher. Die halt auch The Quarry gemacht haben. Und ja, Until Dawn und diese Black Pictures Anthology, glaube ich. Vielleicht spielen wir die als nächstes, weil die habe ich auch noch nicht gespielt. Ich habe Until Dawn mal gesehen, vor Jahren, als es rausgekommen ist, habe ich ein Let's Play dazu gesehen. Aber ich habe es aber nie selber gespielt. Und es kam vor einigen Monaten oder so, war es mal im PlayStation Plus dabei, deswegen habe ich's. Deswegen, das könnten wir anschmeißen. Als nächstes Horrorspiel. Neben Control. Das könnten wir machen. Also, ich glaube, das ist der Plan. Das ist der Plan. Aber wir werden also die nächsten 2 Spiele, die wir spielen werden, ist also Until Dawn und Control. Control, damit wir zu Alan Wake 2 kommen können, weil wir werden auf jeden Fall Alan Wake 2 spielen. Und Until Dawn. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht, ob wir alle Supermassive Games Spiele in Kürze spielen werden, aber mindestens das. Wir werden mindestens Until Dawn spielen. Weil ich habe auch gehört, das hat mehrere Enden. Das heißt halt, je nachdem wie du spielst, kriegst du ein anderes Ende, unterschiedliche Leute überleben und so weiter. Also mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob, weil ich habe gehört, du kannst alle können sterben oder es kann auch gar keiner sterben, je nachdem wie du dich verhältst. Also bin ich gespannt, ob wir es schaffen, alle am Leben zu halten. Mal gucken. Wird bestimmt lustig. Gut, Kinas. Danke fürs dabei sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt die letzten Stunden Wochenende. Denn, ja, morgen zumindest geht das Arbeiten wieder los. Keine Lust. Aber, ja. Man muss, ne? Morgen Stream? Unwahrscheinlich. Weil ich montags immer lange arbeite. Also Stream morgen wird unwahrscheinlich. Ich werde es versuchen. Wenn ich die Energie habe, schmeiße ich einen Stream rein. Aber, wie gesagt, unwahrscheinlich, ne? Nur Streams am Wochenende sind immer da und Streams in der Woche sind immer optional. Aber wenn ich die Zeit habe, dann mache ich einen. Gut, dann wünsche ich noch einen schönen Abend, Kinders, und hoffentlich bis zum nächsten Stream. Bye!